Mein Name ist Ole Ernst, willkommen bei der Konferenz. Mein Kollege Patrick Reichel und ich, wir werden uns heute sozusagen mit den Grundlagen beschäftigen. Vorrangig ist das natürlich ich sehe viele neue Gesichter, entsprechend vorrangig ist das für natürlich neue Anwender, die vielleicht mit dem System noch nicht wirklich sich beschäftigt haben. Aber natürlich versuchen wir auch Mehrwert für diejenigen zu bringen, die halt das System schon kennen. Also vielleicht können wir noch einige Tipps und Tricks sozusagen Ihnen zeigen oder die Konzepte sozusagen näher darlegen, die dahinter der Software stehen. Generell zur Organisation. Das wird jetzt 2 Stunden gehen, der Vortrag, und wir werden wahrscheinlich auch die 2 Stunden ungefähr brauchen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die sofort stellen. Entweder Sie heben Ihre Hand oder Sie rufen einfach rein. Also wir sind durchaus an einem interaktiven Stil, haben wir Freude dran. Und so zum Ablauf. Zunächst mal werde ich über die Provisionierung reden, wie man Vertrag anlegt, wie man Modems anlegt und solche Geschichten. Danach wird Patrick bezüglich MTA-Provisionierung sprechen. Danach werde ich wieder übernehmen bezüglich Monitoring und das HFC-Modul. Und letztlich werden wir noch das Building-Modul, das wird dann Patrick wieder machen, uns anschauen und im Anschluss dann die Neuigkeiten, die in dem letzten Jahr passiert sind. Genau, grundsätzlich zum NMS Prime, Thorsten hat es ja schon vorweggenommen, Open-Source-Lösung, und wir versuchen eben eine All-in-One-Lösung sozusagen anzubieten, dass man eben nicht wieder eine Provisionierung, daneben das Monitoring, daneben die Steuerung haben, sondern wir versuchen eben alles in eine Software zu gliedern und damit eben auch die Skalierungseffekte für uns nutzen zu können, sodass man eben nicht, wenn man meinetwegen hier einen Kunden anlegt, dass man den auch im anderen System anlegen muss, sondern eben alles sozusagen integriert ist. Generell ist es so, dass NMS Prime, wie Sie sehen können, im Browser bedient wird. Das werden die meisten sicherlich auch kennen. Insofern sind wir betriebssystemsunabhängig und können auch, Sie können das NMS Prime System auch über das Modem, über Ihr Telefon bedienen. Wir haben auch viel Wert darauf gelegt, dass man das sozusagen auch mit kleineren Displays benutzen kann, haben entsprechend ein responsives Design, sodass sozusagen unsere Software auf die Größe ihres Displays reagiert. Und wenn das Display entsprechend kleiner ist, zeigen wir entweder weniger Informationen an, die man dann über ein Kontextmenü anschauen kann, oder eben wir verringern einfach die Art der Informationen. Generell lässt sich aber sagen, dass wir empfehlen natürlich, das über einen Laptop oder über einen Desktop zu machen, weil man da einfach deutlich produktiver ist. Aber natürlich funktioniert das auch ganz gut mit dem Handy. Gut, wenn diesbezüglich erstmal keine Fragen bestehen, dann würde ich direkt in unser Demosystem gehen und mal den Hands-on-Part sozusagen starten. Wie Sie sehen können, Sie können unser System über demo.nmsprime.com bedienen und benutzen. Da ist auch eine echte CMTS und echte Modems dahinter, sodass Sie auch die Echtzeitwerte entsprechend sehen können und sehen können, wie verhält sich das System entsprechend mit realen Modems. Wir haben hier zunächst mal 2 Logins. Das wäre einmal, wenn Sie als Nutzername und Passwort Customer jeweils eingeben würden, dann haben Sie eine englische Benutzeroberfläche, oder aber natürlich für die deutschen Kunden, wenn Sie jeweils Kunde als Nutzername und Passwort eingeben, dann werden Sie entsprechend mit deutschen User-Interface, mit der deutschen Übersetzung entsprechend sehen Sie dann. Der Haken an diesen beiden Zugängen ist, dass man da nur Sachen anlegen kann, aber nicht löschen. Das heißt also, wir nutzen heute noch einen anderen Zugang, sodass wir halt die volle Zugriffsverwaltung haben. Generell können Sie auch selbst neue Nutzer anlegen und auch neue Rollen anlegen, sodass Sie auch eine gute Nutzerverwaltung haben und sagen können, okay, zum Beispiel mein HF-Techniker, der muss nichts mit dem Building zu tun haben, der soll die Werte vielleicht gar nicht sehen oder die Einnahmen, und dementsprechend kann man eine sehr fein granulare Möglichkeit, das sozusagen die Rechte zu vergeben. Gut. Gut. So sieht also unser User-Interface aus. Der eine oder andere hat es sicherlich schon gesehen. Generell ist es so der Aufbau unserer Software, dass wir das dreigeteilt haben. Wir haben zunächst mal oben unsere Statusleiste und unsere Navigationsleiste. Dann haben wir auf der linken Seite unsere Menüleiste, wo dann entsprechend die ganzen Module vorhanden sind, über die wir halt auch heute sprechen werden.
Zunächst, wie gesagt, Provisioning, dann das VoIP-Thema, danach HFC und dann Billing Base, also das Billing. Und dann haben Sie hier in dem dritten Fenster, in dem größten Fenster sozusagen den eigentlichen Inhalt. Wir sind jetzt gerade auf dem Dashboard. Wie Sie sehen können, ich sollte mal wieder mein Passwort ändern. Diesen Dialog kann man beliebig einstellen, nach wie vielen Tagen das Passwort geändert werden soll, wenn das gewünscht ist. Man kann aber auch sagen, dass so eine Änderung des Passworts gar nicht benötigt werden muss. Gut. Zur Navigationsleiste. Da haben wir zunächst mal hier eine Suchleiste, eine globale Suchleiste. Das heißt, wenn Sie jetzt einfach irgendwas eintippen, zum Beispiel Mustermann, dann würden wir unsere komplette Datenbank nach diesem Begriff durchsuchen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel nicht wissen, suche ich jetzt irgendeinen Begriff, in welcher Tabelle muss ich suchen, dann könnte man das eben über diese globale Suche erledigen. Und dann werden wir gleich sehen, dass wir in dem Fall jetzt sogar 3 Verträge mit dem Namen Mustermann in unserem Demosystem haben. Wir haben hier einen SEPA-Account, wo irgendwo Mustermann auftritt. Und wir haben zusätzlich noch 2 Modems, die auf den Namen Mustermann laufen. Gut. Daneben sehen Sie hier noch ein Fragezeichen. Das ist, um Hilfe zu bekommen. Zunächst mal unsere Dokumentation in unserem Wiki. Da können Sie nachlesen, beziehungsweise auf YouTube entsprechend die Videos sich anschauen. Da kommen dann auch immer neue Videos, falls wir neue Releases machen. Dann stellen wir eben vor, was wir für Neuigkeiten eben in die Software eingebaut haben oder was für Bugs wir gefixt haben. Wir haben das Forum, wie Thorsten das schon erwähnt hatte. Und man kann natürlich auch per Ticketsystem oder E-Mail sich professionelle Hilfe von uns holen bei entsprechenden SLA-Verträgen. Daneben sehen wir noch einen groben Überblick über unser Netz, einen schnellen Überblick. Sie sehen, wir haben jetzt hier gerade ein nicht so fröhliches Smiley, weil nur 8 von 20 Modems, also wir haben insgesamt 20 Modems in unserem System, davon sind jetzt lediglich 8 online, also weniger als die Hälfte. Dementsprechend macht uns das nicht froh. Und dann haben wir hier drüben noch unsere Nutzerverwaltung. Vielleicht bewege ich den Beamer noch ein bisschen in Richtung, dass wir das komplette Bild haben. Und da wir jetzt eben als Admin angemeldet sind, können wir nicht nur unsere Nutzereinstellungen sehen. Sprich, wir könnten hier unser Passwort ändern, unseren Vornamen, unseren Nachnamen, E-Mail, Sprache und unsere Rollen, die Sie auch frei konfigurieren können, wie Sie das möchten. Aber wir sehen eben auch alle anderen Nutzer, eben aufgrund dessen, dass wir Admin sind. Soviel also zur Navigationsleiste. Und dann haben wir hier auf der linken Seite, wie gesagt, unsere verschiedenen Module, die wir dann noch durchgehen werden. Und hier unten sehen Sie die Netzwerke. Das heißt, wenn Sie hier ein neues Netz eröffnen, meinetwegen einen neuen Ort, eine neue Ortschaft erschließen, dann können Sie entsprechend auf unserer Karte also ein neues Netzelement anlegen oder mehrere Netzelemente, zum Beispiel, wo ist Ihre CMTS, wo ist Ihr Switch, wo ist Ihr Richtfunk oder wo ist Ihr Node. Und das erscheint dann hier unten entsprechend als neuer Reiter und das werden wir uns dann später auch noch genauer anschauen. Gut, kommen wir jetzt also zum ersten Szenario. Ein Kunde kommt zu uns in unser Büro und möchte jetzt einen Internetvertrag, hat keinen Internetvertrag, möchte jetzt also einen neuen anlegen oder einen neuen Vertrag einfach abschließen und möchte auch direkt sein Modem mit nach Hause nehmen. Und was müssen wir jetzt dementsprechend tun, damit das funktioniert? Das Erste, was wir tun müssen, ist, wir gehen auf Provisioning und in die Verträge hinein. Und hier sehen Sie erstmal unsere sogenannte Index-Tabelle. Hier sehen Sie also alle Verträge, die in dem System vorhanden sind. Normalerweise werden immer nur 10 Einträge geladen. Wie Sie hier unten sehen, werden die ersten 10 von den 25 Einträgen, die wir haben, geladen. Das kann man natürlich auch beliebig größer machen, wenn man das möchte. Zum Beispiel die ersten 25. Dementsprechend hätten wir jetzt eben alle Verträge. Ich müsste erst noch mal kurz meinen Vertrag löschen. Einen Moment. So. Und Sie können das natürlich genauso auch exportieren, wenn Sie das möchten. Zum Beispiel, wenn Sie irgendwie für Ihre Buchhaltung das Ganze als CSV haben möchten, dann, oder als XLS oder als PDF, können Sie das entsprechend hier auch exportieren. Ich gehe mal bitte zurück auf die. Und das Gute an diesen Indextabellen ist, also momentan sind es ja nur 25 Einträge, aber es kann ja mal mehr werden, meinetwegen 5.000, 10.000, 20.000. Und das Gute an diesen Tabellen ist, dass das relativ gut skaliert. Also die Suche, die wir hier unten anbieten können, das ist egal im Grunde, ob das jetzt 5.000 oder
10.000 oder 100.000 Einträge sind, das funktioniert immer noch gleich schnell. Wenn man das vielleicht vergleicht mit dem alten CMMS-System, was Sie vielleicht kennen, da ist es ja durchaus, wenn man auf diese Vertragsseite geht, dass es dann durchaus länger lädt. Und das ist eben bei uns nicht der Fall. Generell können Sie hier oben über diese Suchleiste in allen Spalten suchen. Aber Sie können auch noch hier unten in den jeweiligen Spalten suchen und dann eben eine Unverknüpfung machen. Sprich, ich möchte jetzt meinetwegen nur den Kunden mit dem Namen Mustermann, der dann auch in Marienberg zum Beispiel wohnt. Und dann sehen Sie zuerst mal bei Mustermann haben wir eben alle 3 Einträge. Und wenn ich jetzt noch zusätzlich nach Marienberg suche, fällt eben die Musterstadt raus. Wir können das natürlich auch sortieren. Generell ist es erstmal nach den IDs sortiert, hier vorne. Und das kann man natürlich invertieren. Oder aber nach Nachnamen oder dergleichen. Man kann auch mehrere Sortierungen vornehmen, also sagen zum Beispiel zuerst die erste Spalte sortieren und dann zusätzlich noch, wenn da gleiche Werte in der ersten Spalte sind, dann zusätzlich noch nach einer anderen Spalte sortieren. Okay, kommen wir jetzt also dazu, einen Vertrag anzulegen. Dazu gehen wir hier oben auf das Plus und haben jetzt entsprechend die ganzen Felder, die einzutragen sind. Generell lässt sich sagen, dass Sie sehen ja hier dieses kleine Sternchen am Anfang und das sind dann immer Felder, die ausgefüllt werden müssen. Und wenn Sie das nicht tun, dann kommen entsprechend auch Fehlermeldungen. Dementsprechend würde ich jetzt mal für mich einen Vertrag anlegen. In Marienberg, in unserer Firma. Telefonnummer, was auch immer, Berliner Nummer. Den Geburtstag nehme ich jetzt auch einfach mal irgendwas. Mache ich mich älter, als ich eigentlich bin. Und hier unten kann man dann entsprechend noch sagen, möchte ich den Kunden überhaupt abrechnen? Oder ist es vielleicht einfach ein Testkunde, über den ich halt meine Testmodems laufen habe oder meine steuerbaren Verstärker. Und dann muss ich auf jeden Fall unten noch die Kostenstelle auswählen. Und das ist sozusagen die Kostenstelle, worüber der Vertrag abgerechnet wird und worüber auch das Geld eingezogen wird sozusagen. Wie das genau vonstatten geht, wir haben da noch eine gewisse Priorisierung, das sehen wir dann später noch im Billing. Wir gehen jetzt also hier auf Speichern. Und jetzt ist der Vertrag, wie Sie sehen können, angelegt worden. Sie sehen auch oben jetzt hier so eine Navigationsleiste. Das heißt, ich befinde mich jetzt in meinem Vertrag. Und das ist halt vom Typ Vertrag. Wenn ich jetzt hier auf Vertrag klicken sollte, dann kommen wir eben wieder auf unsere Indexseite und können jetzt auch sehen, dass mein Vertrag existiert. Und Sie sehen auch, dass dieser Vertrag gelb ist. Und das heißt so viel wie, der Vertrag existiert zwar, aber es ist noch kein Posten hinterlegt, sprich, ich habe noch kein Internet oder keine Telefonie über den Vertrag angelegt. Generell sowieso zur Farbgebung. Grün heißt, alles ist okay mit dem Element. Gelb heißt, da muss eine Interaktion oder möchte eine Interaktion stattfinden. Und rot ist irgendein Fehler, der angezeigt wird. Gut, wir haben jetzt also den Kunden angelegt, der bei uns im Ladengeschäft ist. Und jetzt möchten wir ihm natürlich noch ein Modem mitgeben. Und das können wir entsprechend hier in dem Kontextmenü Modems eben wieder auf Plus klicken. Und da wir jetzt das Ganze aus meinem Vertrag angelegt haben, ist auch automatisch schon mein Vertrag hier ausgewählt. Sie sehen, ich müsste jetzt die MAC-Adresse noch eingeben. Und Sie sehen auch, dass die Daten zu dem Modem, die Vertragsdaten, bereits übernommen worden sind. Das ist ja in der Regel der Fall, dass der Kunde, wo seine Rechnungsadresse ist, auch sein Modem steht. Natürlich können Sie auch die Adresse ändern, wenn das Modem halt an einer anderen Stelle steht. Ich werde jetzt mal mit Absicht die MAC-Adresse vergessen einzutragen und werde hier mal auf Speichern klicken. Und Sie sehen, es kommt eine Meldung, bitte die folgenden Fehler korrigieren. Und hier unten steht, die MAC muss ausgefüllt sein, die MAC-Adresse. Das können wir jetzt vornehmen. Und ich werde jetzt mit Absicht nochmal zum Beispiel ein GH eintragen. Das kann ja nicht sein, weil die MAC-Adresse muss ja hexadezimal sein. Sprich, das ist halt keine gültige MAC-Adresse. Und auch hier sehen Sie jetzt wieder, es steht da, es muss eine gültige MAC-Adresse in diesem Format vorliegen. Und dementsprechend ändere ich das ab. Ich speichere das Modem.
Jetzt wird im Hintergrund Cacti, also in unseren Diagrammen werden jetzt automatisch angelegt. Wie gesagt, wir versuchen möglichst viel zu automatisieren, sodass Sie eigentlich nur das Modem erstellen müssen und der Rest passiert alles im Hintergrund. Wir sehen, das Modem wurde erstellt und jetzt sehen wir halt auch den Sinn der Navigationsleiste. Das heißt, wir befinden uns jetzt in unserem Modem, das sehen wir hier, und das Modem gehört zum Vertrag Ole Ernst. Gut. Das nächste wäre jetzt zu sagen, mein Modem ist jetzt da, aber wie Sie sehen können, es hat noch keinen Internetzugriff. Das liegt daran, dass wir noch keinen Posten angelegt haben. Das heißt, wir rechnen noch kein Internet über den Kunden ab. Um das zu tun, können wir jetzt wieder in meinen Vertrag hineingehen, sehen jetzt auch das Modem entsprechend und gehen jetzt hier auf den Posten und haben jetzt hier die verschiedenen Produkte, die wir vorher schon angelegt haben. Dazu dann später wahrscheinlich auch noch von Patrick, wie man neue Produkte anlegt. Und hier könnten wir jetzt beispielsweise erstmal ein 100 oder eine 10 Mbit Flat auswählen. Wir sagen natürlich nur einen Internetvertrag. Wenn Sie das Start- und das Enddatum leer lassen, dann wird automatisch heute genommen und das Enddatum ist unbegrenzt. Das heißt, wir können das so direkt abspeichern. Wir sehen jetzt, dass der Posten wurde angelegt, erstellt. Und wir sehen jetzt entsprechend hier unsere 10 Mbit Flat. Und wenn wir jetzt nochmal zurück in die Vertragsseite gehen und nochmal nach mehr suchen, dann sehen Sie, jetzt ist der Vertrag grün. Das heißt, jetzt kann der Kunde loslegen und könnte jetzt das Modem einfach anschließen bei sich zu Hause und würde schon funktionieren. Und dementsprechend müssten wir auch in dem Modem jetzt sehen, der Haken Internetzugriff ist gesetzt. Gut, jetzt mal kurz ein Wort zu den Tarifen. Also wir haben ja jetzt einen 10 Mbit Tarif ausgewählt und wenn wir jetzt mal kurz auf die Analyse, das werden wir dann später nochmal genauer sehen. Das Modem ist natürlich nicht real existent. Ich habe mir jetzt gerade eine MAC-Adresse ausgedacht, deswegen ist das Modem jetzt noch offline. Ich wollte Ihnen nur jetzt mal das Config-File zeigen. Und hier sehen Sie jetzt bei uns diese Datenrate. Also wir haben ja gesagt, ein Downstream 10 Mbit. Ich werde das mal ein bisschen markieren, dass man das auch sieht. Also 10 Mbit entsprechend, also 10 Millionen. Und im Upstream haben wir 1 Million, also 1 Mbit. Und was wir noch zusätzlich haben, das werden wir dann noch sehen, ist, wir können nicht nur die Werte selber eintragen in das Config-File, sondern wir können auch mit den Werten rechnen. Das heißt, wenn wir einen Wert abgeleitet von unserem Basiswert haben möchten, das ist bei der Max Traffic Burst zum Beispiel, den muss man setzen, sonst kommen die Kunden in der Regel nicht auf ihre Upstream-Geschwindigkeiten. Das ist sozusagen, wie viel Megabyte können die Kunden mehr surfen, als das sie eigentlich gebucht haben in den ersten paar Sekunden. Und dafür ist dieser Burst da und dieser Wert ist abgeleitet von diesem. Und wie man das sozusagen eine Berechnung von Basiswerten aus erledigt, das zeige ich Ihnen dann gleich noch. Also generell, wir sehen, okay, das Config-File wurde gerade eben 10:17 Uhr erstellt. Und jetzt wollen wir zum Beispiel mal unseren Vertrag oder unseren Posten ändern. Der Kunde sagt, 10 Mbit ist mir nicht genug. Ich würde gerne mehr haben. Da würden wir jetzt hier entsprechend mal den Posten löschen und einen neuen anlegen. Meinetwegen jetzt 100 Mbit. Dasselbe, sonst alles gleich geblieben. Und wenn wir jetzt wieder auf unseren Vertrag springen und dann wieder in das Modem gehen und dann die Analyse uns anschauen, dann sehen Sie jetzt, erstens mal das Config-File wurde vor 10 Sekunden neu gebaut und Sie sehen auch jetzt, dass vorher waren das ja eben Downstream 10 Mbit und jetzt sind es eben 100 Mbit entsprechend. Und vorher standen hier halt 2 Nullen, jetzt sind es eben 3 Nullen. Also wie Sie sehen, das wird sofort gebaut und das Modem wird auch neu gestartet, nachdem ein neuer Posten angelegt wurde, sodass das Modem dann auch automatisch die neue Datenrate bekommt. Gut. Soviel zum Vertragsanlegen und Modemanlegen. Gibt es diesbezüglich erstmal Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich jetzt mal zum nächsten Provisioning-Thema, beziehungsweise zum nächsten Provisioning-Thema kommen. Und das sind eben die Konfigurationsdateien, wie diese hier entstehen. Und da haben wir hier unseren Reiter Konfigurationsdateien. Generell haben wir ja gesehen, wir hatten als Konfigurationsdatei das Basis-Config-File verwendet. Die Zahl hinter diesem Basis-Config-File sagt, wie viele Modems haben dieses Config-File in unserem System zugewiesen. In dem Fall sind es 10 Modems.
Und wenn wir jetzt mal uns die Konfigurationsdateien anschauen, dann sehen Sie hier, wir haben jetzt hier keine Indextabelle wie üblich, sondern bei den Konfigurationsdateien ist das ein bisschen anders, weil diese Konfigurationsdateien eine gewisse Abhängigkeit haben oder wir haben so ein Vererbungssystem. Generell lässt sich sagen, wir haben diese Modems oder diese Config-Files, die mit diesem gelben Modem-Symbol beginnen. Das sind also Modem-Config-Files und die anderen sind halt für die MTRs zuständig. Und wenn wir jetzt den Baum mal aufklappen, dann sehen wir, okay, wir haben also ein Basis-Konfigurationsfile und darunter haben wir jetzt zum Beispiel für Thomson Config-Files oder für AVM oder für Arrays und das geht dann eben so weiter. Also man kann das jetzt entsprechend weiter aufklappen. Und innerhalb von Thomson haben wir jetzt zum Beispiel fürs THG 541 oder fürs THG 540 eine spezielle Version. Und es läuft derart, dass wir zunächst die Informationen aus dem Base-Config-File nehmen. Danach wird noch hinten angehängt die Information, die hier in der Telnet Activation drin steht. Das Config-File sagt nichts anderes als, wir möchten halt Telnet aktivieren, sodass wir aus der Ferne darauf zugreifen können, also aus unserem Provisioning-System. Und dann haben wir noch einen zusätzlichen Hierarchieebene in dem Fall, wo wir eben sagen, okay, wir wollen jetzt genau die und die Firmware dem Modem geben. Und wenn wir die jetzt mal nacheinander öffnen, ich würde die jetzt mal in neuen Tabs öffnen, dann sehen Sie zunächst mal unser Basiskonfigurationsfile. Das haben wir ja vor uns gerade schon in der Analyse gesehen. Und hier sehen Sie jetzt, dass wir nicht für jedes Modem eine Konfiguration oder nicht für jeden Tarif eine Konfiguration neu anlegen müssen, sondern wir können eben mit Variablen arbeiten. Hier haben wir eben unsere Datenrate und Sie sehen, wir können diese Werte direkt aus der Datenbank uns holen. Das sind eben diese Variablen-Namen. Da können wir Sie auch unterstützen, wenn Sie andere Werte aus der Datenbank haben möchten. Dann müsste man halt den entsprechenden Variablennamen ändern. Aufgebaut ist es grundsätzlich so, dass das QoS ist der Tabellenname in der Datenbank und das ist das Feld in der Datenbank. Und hier können Sie auch sehen in der zweiten Zeile, dass wir eben auch mit diesen Werten rechnen können. Das heißt, wir nehmen jetzt beim Max Traffic Burst beispielsweise, nehmen wir die Datenrate und multiplizieren diese mit einem Faktor und somit, also wir unterstützen Multiplikation, Division und Addition und Subtraktion momentan. Und ich denke, das ist für die meisten auch ausreichend. Und so müssen Sie eben nicht für jedes Modem ein eigenes Konfigurationsdatei anlegen, sondern wir eben über diese Parameter werden die automatisch angelegt oder ausgewählt. Dasselbe sehen wir auch hier unten bei unserem SNMP-Zugriff. Wir haben ja da verschiedene Community Strings, einmal zum Auslesen den Read-Only Community String und den für Lesen und Schreiben. Und die werden entsprechend auch aus der Datenbank geholt. Das heißt also, wenn Sie in Ihrer globalen Konfiguration die Konfiguration ändern oder das Passwort ändern, dann wird es auch automatisch in die ganzen Konfigurationsdateien mit übernommen. Das ist also die Basis. Sie sehen, ist für ein Kabelmodem und da es ja das oberste Element ist, haben wir hier keine übergeordnete Konfigurationsdatei. Es ist also das Wurzelelement sozusagen. Und jetzt gehen wir in das nächste Config-File. Was wir ja gesehen hatten, war das Thomson. Das sehen wir hier. Und hier sehen wir eben, jetzt haben wir ein übergeordnetes Konfigurationsdatei, und zwar das Base. Das heißt, wir nehmen erst Base und dann fügen wir zusätzlich noch diese Informationen hinzu. Das können wir uns auch nochmal jetzt entsprechend bei unserem Modem anschauen. Wenn wir jetzt nochmal ins Modem gehen, dann haben Sie ja gesehen, wir haben hier nichts, hier fängt es dann direkt mit Upstream Service Flow, Downstream Service Flow an. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, wir hätten gerne ein anderes Konfigurationsfile, wir möchten jetzt bitte Telnet aktivieren, dann würden wir entsprechend dieses auswählen, hier auf Speicher klicken und dann sehen Sie in der Analyse, dass jetzt diese Information mit hinzugekommen ist. Das heißt, wir fügen die einfach alle aneinander und wenn wir jetzt zum Beispiel noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ich möchte nicht nur Telnet aktivieren, sondern zum Beispiel auch eine gewisse Firmware hinterlegen, dann würde ich dann dieses auswählen in meinem Modem. Beispielsweise dieses. Und wenn ich jetzt wieder auf Speichern klicke und nochmal in die Analyse, dann sehen Sie, ist jetzt nicht nur
unser Telnet aktiviert, sondern wir haben jetzt eben auch entsprechend die Firmware hinterlegt. Und wenn sich das Modem jetzt entsprechend neu startet, dann wird sich das auch die Firmware ziehen. Gut. So viel dazu. Was Sie auch noch sehen können, ist, dass als wir das Modem gespeichert hatten, hatten wir ja hier diese Adressdaten vom Vertrag übernommen. Und was wir automatisch im Hintergrund auch tun, ist, wir ermitteln die Geokoordinaten von diesem Modem anhand dieser Adresse. Wir nutzen dazu zuerst mal OpenStreetMap. Und wenn OpenStreetMap aus dem Gedanken raus Open Source und wir wollen halt sozusagen möglichst viele Open Source Projekte unterstützen und benutzen. Und falls OpenStreetMap uns keine Adressdaten liefern kann, dann nutzen wir Google als API, um dort die Position zu bekommen. Und Sie sehen ja, wir hatten ja Dörfelstraße 7 eingegeben. Und wenn wir jetzt mal hier direkt draufklicken, dann sehen wir auch eine Karte, wo das Modem sich befindet. Und Sie sehen Dörfelstraße 7, genau, wo unsere Firmenzentrale oder die Firmenzentrale von Erznet ist. Und da wir eben zuerst OpenStreetMap verwenden, bietet es Ihnen auch die Möglichkeit, wenn weder Google noch OpenStreetMap die Adresse auflesen können Sie halt auch zu OpenStreetMap gehen auf deren Seite und können dann auch neue Adressdaten hinterlegen. Und davon profitieren dann nicht nur Sie, weil die Auflösung gut funktioniert, sondern eben auch alle anderen, die ein Navigationssystem zum Beispiel auf der Basis verwenden, können dann entsprechend auch die Straße finden und die Hausnummer. Okay, soviel zu den Konfigurationsdateien und dem Modem an sich. Das nächste Thema wäre jetzt aus meiner Sicht die CMTS. Also meinetwegen, Sie haben jetzt ein neues Gebiet erschlossen, stellen jetzt in eine Kopfstelle Ihre CMTS. Und jetzt ist eben die Frage, wie geht man da jetzt weiter? In dem Fall haben wir jetzt eigentlich nur eine CMTS unten in unserem System, aber Sie sehen, irgendwelche Kunden, die das Login auch benutzt haben, haben halt gespielt und haben sozusagen neue CMTS angelegt. Aber das ist die eigentliche valide hier oben. Und hier können Sie sehen, dass Sie eine Firma hinterlegen müssen, einen Typ. Also wie Sie sehen können, haben wir mehrere Casa, Aris, Motorola und jetzt bei Cisco haben wir eben die 3, die 25, die 46 und die 10K. Und anhand dieser Information hilft uns, gewisse OIDs abzufragen oder nicht, weil manche OIDs per SNMP sind ja spezifisch zu einer CMTS. Und wenn Sie das halt entsprechend ordentlich einsetzen, dann können wir auch detailliertere Informationen ermitteln. Der Hostname ist wichtig und natürlich die IP-Adresse. Sie können sehen, die CMTS ist erreichbar. Das wird durch diesen Pfeil dargestellt. Und falls die SNMP-Communities bei der CMTS sich unterscheiden von ihren Modems, können Sie die hier natürlich überschreiben, die globalen. Diese Information wird auch genutzt. Wie Sie sehen können hier unten, wir bieten Konfigurationsvorschläge für die CMTS an. Das heißt, wenn Sie sich vielleicht mit der neuen CMTS nicht so auskennen und nicht genau wissen, was für Optionen wären da üblicherweise gesetzt, dann kann man hier entsprechend, wenn man das aufklickt, das ist jetzt eben Cisco-Syntax, dann werden dann einfach Vorschläge gemacht, die wir in der Regel nutzen und die sich auch als relativ stabil herausgestellt haben. Und Sie sehen eben auch automatisch, wir haben ja hier oben unsere IP-Pools schon angelegt, also für Kabelmodems, für die CPEs und für die MTAs. Und wir sehen unten entsprechend auch in unserem Bundle-Interface, dass auch schon die richtigen IP-Adressen hier vorgegeben werden. Sie sehen, die Cable-Helper-Adresse wird automatisch gesetzt. Das ist sozusagen unsere interne IP-Adresse von dem Provisioning-Server. Und hier passiert also schon relativ viel automatisch. Natürlich müssen Sie das nochmal überprüfen, aber als Vorschlag ist das, denke ich, schon ganz gut geeignet. Das betrifft aber nur die IP-Konfiguration, also die HF-Konfiguration, die ist hier nicht mit drin. Die müssen Sie also selbst vornehmen. Genau, wir haben also hier unsere IP-Bereiche. Zunächst mal für die Kabelmodems, für die privaten CPEs und für die MTAs. Wir könnten jetzt mal beispielsweise in unseren Pool für die privaten CPEs reinschauen. Und hier sehen Sie eben, wie unsere Netzmaske ist, beziehungsweise wie unser Netz an sich ist, die Netzmaske, welche IP-Adresse wir an unsere Kunden rausgeben. Das ist die Adresse im Bundle-Interface, also das ist sozusagen die IP-Adresse der CMTS. Und Sie sehen, auch das ist erreichbar, ist also gut. Wir haben unseren Broadcast und hier unten haben wir die DNS-IP-Adressen, die wir vorgeben. Das ist in dem Fall zunächst mal von der NVIDIA eine IP-Adresse, weil das eben unsere Carrier ist. Und dann haben wir noch Google und unseren
Provisioning-Server selber für die Kunden. Sie sehen, die IP-Adresse, die letzte IP-Adresse ist die 100.64.3. Diese 100.64 sind IP-Adressen, die benutzt werden, um NAT zu machen, also Network Address Translation. Das heißt, wenn Sie nicht so viele Public IP-Adressen haben, also öffentliche IP-Adressen, dann können Sie natürlich private IP-Adressen an Ihre Kunden rausgeben und die dann entsprechend natten. Und das ist halt üblicherweise der Bereich, der dafür verwendet wird. Also Sie sehen, wir enden bei der 3 und jetzt könnten wir ja einfach mal einen neuen IP-Pool für unsere privaten CBEs anlegen, weil der vielleicht mittlerweile ausgelastet ist. Und wenn wir jetzt hier auf öffentliche CBEs gehen, dann sehen, auf private CBEs, dann sehen Sie entsprechend, wir haben ja mit der 3 aufgehört und jetzt wird automatisch mit der 4 weitergemacht. Das heißt, die Voreinstellungen sind eigentlich schon immer relativ gut. Sie können sie natürlich immer noch weiter anpassen, wie Sie möchten. Wir würden jetzt entsprechend mal den Pool speichern. Und wenn wir jetzt zurückgehen, zunächst mal sehen wir hier, diese IP-Adresse ist noch nicht erreichbar, weil wir das halt noch nicht auf der CMTS konfiguriert haben. Dementsprechend hier das Warnungssymbol. Und was wir auch sehen, zunächst mal natürlich den privaten Bereich jetzt, den neuen. Und unten im Routing sehen wir jetzt, hier gibt es jetzt eine Warnung. Erstens mal ist die CMTS, das Interface nicht erreichbar. Und hier ist eben dann der Vorschlag, wie man das erreichbar macht, indem man eben diese Option in der CMTS setzt. Und zusätzlich müsste man natürlich noch eine Route setzen, damit auch der Rechner weiß, unser Provisioning-Server, wenn ich Informationen zu den CPEs schicken möchte, dann muss ich auch über die entsprechende CMTS gehen. Das würden Sie einfach nachholen dann entsprechend und dann fällt diese Warnung weg. Ich lösche jetzt den Pool wieder und dann werden Sie sehen, dass entsprechend die Warnung wieder verschwunden ist. Okay. Grundlegend, wie gesagt, wenn Sie das alte System kennen, dann war es ja dort so, dass die IP-Adressen statisch vergeben worden sind. Das heißt, Kabelmodem und das MTA und die privaten CPEs und die öffentlichen CPEs haben immer dieselben IP-Adressen bekommen. Das ist bei uns nicht mehr der Fall. Also wir vergeben alle IP-Adressen dynamisch. Das ist prinzipiell erstmal nicht so schlimm bei den Kabelmodems, bei den privaten CPEs und bei den MTAs, weil die können sich halt ändern und das ändert im Endeffekt nichts, weil bei den Kabelmodems ist es egal, weil damit hat kommt er ja nicht in Berührung. Die werden ja ausschließlich verwendet, um Fragen oder die Modems abzufragen und gewisse Werte zu ermitteln. Bei den MTAs ist es genau das Gleiche. Die IP wird ja nur benutzt, um sozusagen mit dem SIP-Registrar sich zu unterhalten und Datenpakete auszutauschen. Das eigentlich Feste bei der Telefonie ist ja die Telefonnummer, die sich nicht ändert. Und bei den privaten CPEs ist es genau das Gleiche. Die werden ja sowieso genattet. Insofern ist es auch egal, wenn sich mal eine IP-Adresse ändern sollte. Das Einzige, wo es eventuell nicht egal ist, ist eben bei den öffentlichen IP-Adressen. Kunden, die öffentliche IP-Adressen haben wollen, wollen ja in der Regel auch vielleicht in den Dienst an Außenstehende anbieten. Und insofern wäre es ja nachteilhaft, wenn sich die IP-Adresse ändern würde von dem Server. Das ist aber im ersten Schritt können wir das sozusagen erstmal nicht garantieren. Aber wir haben mehrere Möglichkeiten, um dennoch immer den Server von innen über denselben Namen anzusprechen. Was wir also machen ist, wir nutzen Hostnames. Das heißt also, wenn jetzt ein öffentliches CPE sich meinetwegen für einen Tag nicht mehr meldet, dann kann es ja sein, dass die IP-Adresse an jemand anderes vergeben worden ist und das öffentliche CPE bekommt jetzt eine neue IP-Adresse. Dennoch machen wir das aber so, dass wir halt statische oder feste Hostnamen für die CPEs haben, für die öffentlichen, sodass selbst wenn sich die IP-Adresse ändert, der Hostname immer gleich bleibt und wir sorgen eben dafür, dass die Verbindung zwischen Hostname und IP-Adresse immer gleich bleibt. Das könnten wir uns mal in unserem Produktivsystem anschauen, wie das aussieht, beziehungsweise das können wir eigentlich auch im Demosystem machen. Da muss ich mir nur mal ein Modem suchen, was auch ein CPE dahinter hat, zum Beispiel die 6590. Wenn wir hier auf CPE-Analyse klicken, okay, die ist nicht online. Vielleicht sollte ich dann doch ins Produktivsystem mal schauen.
Dann würde ich auf ein spezielles Modem gehen. Das ist also eins unserer Modems in der Kopfstelle. Sie können sehen, wir haben hier ein öffentliches CPE angeklickt. Das heißt, das CPE hinter dem Modem soll auch eine öffentliche IP-Adresse bekommen. Normalerweise ist es eben so, dass die CPEs keine öffentlichen IP-Adressen bekommen. Das könnte man zum Beispiel nehmen, da könnte man ja auch einen Service draus machen und sagen, okay, wenn Sie eine öffentliche IP-Adresse haben wollen, dann können wir das entsprechend nochmal neu abrechnen mit einem gewissen Betrag. Und wenn wir jetzt hier auf die Analyse gehen, dann können Sie sehen, dass hier dieser Hostname zu erkennen ist. Wir haben also, unser Provisioning-System ist ja über nms10.erznet.tv erreichbar. Und jetzt haben wir sozusagen für die CPE eine neue Subdomain angelegt, die nennt sich cpe.nms10.erznet.tv. Und jetzt haben wir einen sozusagen gewürfelten Namen, Hostnamen, ermittelt und dieser korrespondiert mit dieser IP-Adresse. Und selbst wenn sich diese IP-Adresse ändern würde, dieser Name würde immer gleich bleiben. Und insofern ist es also kein Problem, wenn sich öffentliche IP-Adressen ändern. Dieser Name hier, der wird ermittelt anhand der MAC-Adresse von dem CPE und anhand eines Geheimnisses oder eines Secrets, das sozusagen bei der Installation ermittelt wird oder generiert wird. Und dementsprechend, solange das gleiche CPE hinter dem Modem angesteckt ist, solange wird auch der Hostname gleich bleiben. Jetzt kann man natürlich sagen, ist ja alles schön und gut, beziehungsweise wir können erstmal überhaupt gucken, ob das überhaupt funktioniert. Wir können jetzt mal das Ding versuchen, die IP-Adresse zu ermitteln. Ist das nicht da? Das ist natürlich optimal. Und Sie sehen, die IP-Adresse zu dem Hostnamen ist die 49750. Und man sieht entsprechend, das stimmt also überein. Okay. Jetzt kann man natürlich sagen, ist ja alles schön und gut, aber der Name ist für mich nicht sonderlich brauchbar. Den kann sich keiner merken. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Zunächst mal kann es sein, dass der Kunde seine eigene Domain hat und dann könnte er sozusagen von seiner eigenen Domain auf diesen Hostnamen verweisen und dementsprechend einen sinnvollen oder einen sich gut merkbaren Namen vergeben. Oder eine andere Möglichkeit ist, dass man sagt, wir gehen in unsere Endpunkttabelle und da müsste ich mal zu Endpunkte gehen. Und dann haben wir eben hier die Möglichkeit zu sagen, okay, normalerweise sehe das erstmal so aus. Wir könnten dann jetzt sagen, das ist die MAC-Adresse von meinem CPE und ich möchte, dass dieses CPE unter diesem Hostnamen erreichbar ist. Wir können uns das anschauen, ob das wirklich der Fall ist. Da gehen wir entsprechend in das Modem, schauen uns die CPE-Analyse an und hier können wir jetzt sehen, wir haben erstmal diesen gewürfelten Namen, über den ist das Modem auch erreichbar, aber wir haben jetzt eben auch diesen wohl definierten Namen vorgesehen. Und sowas könnte man dann eben entsprechend an die Nutzer des Services rausgeben und damit ist es gut merkbar und immer erreichbar. Auch das würde ich noch mal kurz probieren, dass es auch mit beiden Namen funktioniert. Sie sehen, die IP-Adresse 4931 stimmt also über den gewürfelten Namen und über den wohl definierten Namen. Ist das ebenso der Fall. 4931. Das also generell. Jetzt ist es aber eben so, wir haben einen wohl definierten Namen, aber die IP-Adresse kann sich immer noch ändern. Jetzt kann es natürlich Kunden geben, die sagen, okay, das ist ja schön und gut, das reicht mir trotzdem nicht. Ich möchte wirklich eine feste IP-Adresse haben. Und dann kann man das entsprechend über den Endpoint auch so machen, dass man halt hier statische IP eingibt und dann wirklich die IP-Adresse hier festsetzt. Das Problem oder die Begründung, warum wir dynamische IP-Adressen benutzen, ist, wenn Sie das alte System vielleicht kennen, war es ja immer so, dass wenn man CPEs oder Modems anlegen möchte, dann muss man auch immer wissen, in welchem Cluster befindet sich das oder hinter welcher CMTS befindet sich das jeweilige Element, damit auch die IP-Adresse zur CMTS passt.
Und das war einfach so eine Hürde, die wir nicht mehr haben wollten, wo wir sagen, wenn wir vielleicht neue Mitarbeiter haben, die kennen sich vielleicht noch nicht so in der Topologie aus, wo ist welche CMTS. Und das war einfach eine Hürde, die wir abbauen wollten. Und das können wir eben über die dynamischen IP-Adressen automatisch machen. Der DHCP-Server erkennt automatisch, von wo kommt die Anfrage und gibt dann eben automatisch die richtige IP-Adresse an das jeweilige Modem aus. Und zusätzlich, meinetwegen, wenn ein Kunde wechselt oder umzieht von einer CMTS zu einer anderen, dann müssen Sie eben im System nichts mehr ändern. Das wird automatisch, bekommt dann eine neue IP-Adresse aus dem richtigen Bereich. Und dasselbe ist zum Beispiel, wenn Sie ein Messmodem haben und dann von einer CMTS in die andere gehen, dann war es ja früher auch immer so, wenn Sie sich dort einloggen wollen, dann müssen Sie auch immer entweder in dem Vertrag mehrere IP-Adressen entsprechend haben mit derselben MAC-Adresse. Hier ist es eben auch so, Sie stecken das einfach irgendwo an und sobald die MAC-Adresse des Modems bekannt ist, bekommt er automatisch eine IP-Adresse aus dem richtigen Bereich. Ja, dann nochmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Patrick Reichel. Ich bin einerseits Entwickler mit bei Rötzer Engineering, habe also hier mit gebastelt am NMS. Andererseits könnte ich auch mit bei Ihnen sitzen. Bin selber auch als Internet-Service-Provider unterwegs. Mit einem kleineren Netz, so 800 Kunden ungefähr. Und wir sind jetzt kürzlich erst umgestiegen, haben also unsere alte Infrastruktur abgelöst und nutzen jetzt auch das NMS Prime. Und ich möchte jetzt einfach mal zeigen, was man tun muss, um einem Kunden jetzt noch Telefonie zu verpassen. Bisher ist das Modem online gekommen, der Kunde hat Internet und wir möchten jetzt noch die Telefonie anbieten. Das ist jetzt eine Entwicklungsmaschine, die hängt an der NVIA-Schnittstelle dran, also an der Entwicklungsschnittstelle von NVIA. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mit NVIA zusammenarbeitet. Da gibt es jetzt im NMS sozusagen die Schnittstelle zur NVIA. Wir können also aus dem System heraus bei der NVIA Kunden Telefonnummern anlegen. Und das wird ich jetzt hiermit zeigen. Ein großer Teil ist aber auch allgemeingültig. Wenn Sie also mit einem anderen Anbieter zusammenarbeiten, können Sie vieles auch trotzdem nachnutzen. Gut. Noch ein Vorwort dazu. NMS Prime unterstützt nur SIP-Telefonie. Wir haben uns also dagegen entschieden, auch NGCP anzubieten. Einerseits natürlich, um den Aufwand gering zu halten, eben nur ein Protokoll unterstützen zu müssen. Und dann deutet sich so der Trend an, dass es wohl doch eher Richtung SIP gehen wird in den meisten Fällen. Und deswegen aktuell nur SIP unterstützt. Sie können aber natürlich, wenn Sie Altverträge übernehmen wollen, einfach das Protokoll wechseln von NGCP auf SIP. Gut, wenn Sie also noch gar nichts in Richtung VoIP getan haben, dann müssten Sie zunächst einmal die sogenannten Telefontarife anlegen. Und das sind die Tarife, die Ihnen von Ihrem Provider vorgegeben werden. Also welcher Tarif wird für den Einkauf Ihrerseits beim Provider verwendet und welchen Tarif geben Sie an den Endkunden weiter. Rechnen also gegen den Endkunden ab. Deswegen hier auch die Unterscheidung zwischen Purchase, also Kauf, und Sale, Verkauf gegen den Endkunden. Schauen wir einfach mal rein in so einen Tarif. Ist also nicht weiter wild. Das ist jetzt ein Identifier, den wir von der NVIA-Tel vorgegeben bekommen haben. Und der wird dann auch wieder benutzt, um diesen Vertrag entsprechend korrekt anzulegen bei der NVIA. Genau. Diese Telefontarife werden dann nachgenutzt in den Produkten. Wenn Sie also jetzt hier das Endkundenprodukt, also von Ihnen gegen den Endkunden, haben Sie also einen Base-Tarif und einen Flat-Tarif. Und wenn Sie hier reinschauen, wird dann an diesem Produkt hinterlegt, welcher Einkaufs- und Verkaufstarif genutzt werden soll. Wenn Sie jetzt nicht die Schnittstelle nutzen, Sie können ja natürlich auch einen Dummy-Tarif hinterlegen, dass das einfach funktioniert, weil Sie brauchen den Posten ja ohnehin für die Abrechnung. Gut. Wenn diese Vorarbeiten erledigt sind, können Sie also dann dazu übergehen, die Technik einzurichten. Ich habe jetzt hier irgendwo, halt, da war er, schon mal was vorbereitet. Das ist jetzt also unser Testkunde, für den wir Telefonie einrichten möchten. Wir würden also als ersten Schritt hier einen Posten hinzufügen.
der wie gesagt für die Provisionierung, für die Schaltung weiter in Viatel in dem Fall und für die Abrechnung dann genutzt wird. Das ist also hier ein Flat-Tarif, den wir einrichten wollen. Anzahl 1, Startdatum. Legen wir jetzt schon mal fest auf das Zieldatum, zu dem wir die Nummer schalten möchten. Ist natürlich flexibel, kann später noch geändert werden. Wenn sich bei einer Portierung oder was Verzögerungen ergeben, können wir das jederzeit dann noch anpassen. Wir möchten das zum Kindertag schalten. Diese Warnung hier, die müssen wir noch mal ein bisschen anpassen. So wie sich so ein Posten ändert, also wir den Einkaufs- oder Verkaufstarif ändern gegen unseren Provider, müssen wir das natürlich auch dem Provider mitteilen. Das geschieht ja nicht automatisch, einfach um nicht wild und unkontrolliert Daten bei zum Beispiel in Viatel zu ändern. Deswegen müssen wir das als manuellen Schritt gegebenenfalls noch nachschieben. Jetzt haben wir also hier diesen VoIP-Posten angelegt, müssen dann beim Kunden ins Modem schauen und dann dort ein MTA anlegen. Das MTA sozusagen die Einheit im Modem, die sich um die Telefonie kümmert. Typischerweise ist die MAC-Adresse 1 höher als die vom Modem, deswegen ist das hierfür ausgewählt, kann natürlich bei Bedarf geändert werden. Und auch hier müssen wir eine Konfigurationsdatei hinterlegen. Haben wir ja vorhin schon gesehen, wo die angelegt werden. Das wird also analog zum Modem gemacht. Die sehen ähnlich aus, haben also auch Platzhalter drin. Wir können aus der Datenbank der Daten reinfüllen, Telefonnummern beispielsweise. Und auch das geschieht dann automatisch und problemlos. Wenn so ein Modem, so ein MTA neu gestartet wird, das können Sie also auch im laufenden Betrieb relativ schmerzfrei durchführen. Sollte da gerade ein Gespräch aktiv sein, wartet das MTA, bis das Gespräch beendet ist und startet sich dann erst neu. Also Sie unterbrechen hier im Normalfall keine Kundengespräche, nur weil Sie ein anderes Config-File mal ausrollen wollen. Gut, an so ein MTA können Sie dann Telefonnummern ranbinden. Und hier sehen wir das erste Mal unsere NViatel-API. Sie können also hier die Vorwahlnummer händisch eingeben. Ganz wichtig ist der Port, also der darf pro MTA nur einmal genutzt werden. Wir legen also diese Nummer auf den Port 1 an und können jetzt hier beispielsweise eine für uns noch frei verfügbare Nummer einsetzen. Oder aber Sie tragen die Nummer händisch ein, auch kein Problem. Hier unten können Sie dann noch festlegen, welcher Nutzername, Passwort und welche SIP-Domain verwendet werden soll, um die Nummer dann online zu bringen. Das ist natürlich mit Ihrem Provider abzustimmen. Im Fall von NViatel lassen Sie einfach alles leer, kümmern wir uns um den Rest. Achso, dann haben wir noch die Möglichkeit, diese Rufnummer aktiv und inaktiv zu schalten. Das kontrolliert sozusagen die Einstellungen im MTA-Config-File. Ist dieser Haken auf aktiv gesetzt, wird die Nummer über das Config-File mit ausgerollt und auf das MTA provisioniert. Sie sehen also hier in dem Teil Telefonnummer haben Sie die ganzen technischen Informationen drinstecken. Also alle Informationen, die Sie brauchen, um die Rufnummer beim Kunden aktiv zu schalten. Dann gibt es noch das sogenannte Phone Number Management, was sozusagen das Umfeld noch mit abbilden kann. Also wenn Sie nicht mit der NViatel beispielsweise zusammenarbeiten, können Sie einfach die SIP-Daten und so weiter hier fest eintragen und brauchen für das Funktionieren der Telefonie beim Kunden kein Management anlegen. Wir tun das aber, und da hier das NViatel-Modul aktiv ist, nutzen wir auch die Sperrklassen beispielsweise, die NVIA anbietet. Üblicherweise wird die Sperre auf TRC1 gesetzt bei uns. Also gewisse Vorwahlbereiche sind ausschließbar oder man kann sagen, Kunde hat ein Hotel, möchte seinen Kunden wieder Telefon mit anbieten und man kann hier eine Sperre einrichten, nur durch das Festnetz beispielsweise, um die Kosten überschaubar zu halten. Dann hat das Management immer ein Aktivierungsdatum. Und das überschreibt diesen Aktivhaken an der Telefonnummer. Und zwar anhand des Datums, was hier eingetragen ist. Also würde ich hier das heutige Datum eintragen, wäre die Rufnummer aktiv. Ich trage aber ein zukünftiges Datum ein, weil es die Rufnummer ja noch nicht gibt.
Und in dem Fall entscheidet das, wie gesagt, über den Aktivstatus des Modems. Und gleichzeitig schicken wir diesen Termin zur NVIDIA-Tel als Wunschdatum für das Schalten der Rufnummer. In dem Fall würde ich jetzt, wenn ich auf Speichern gehe, eine neue Nummer anlegen aus dem Pool, der uns angeboten wird. Ich kann aber natürlich auch eine eingehende Portierung verarbeiten, müsste dann hier den Haken setzen und hätte dann hier die Möglichkeit, den bisherigen Besitzer sozusagen der Nummer einzutragen. Und müsste dann hier hinterlegen die Altvertragsdaten. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Es muss tatsächlich genau so stehen, wie es bei der Telekom bei 101 angelegt ist, auch wenn es dort falsch ist. Wenn dort ein alter Anschlussinhaber dran ist, der es schon gar nicht mehr gibt, tragen Sie es bitte so ein, wie es auf der Rechnung beispielsweise drauf steht. Sonst kommt das automatisch zurück, Anschlussinhaber falsch. Wird nichts. Rechnung wäre aber in dem Fall gerade zu ergänzen, weil manchmal die Rechnung, das hatten wir jetzt zu dem Altvertrag eben abweichen war. Okay. Und dann kommt das genau nicht zustande. Gut, also ja. Der Vertrag wäre dann vorzulegen. Wenn vorhanden. Im Ja. günstigsten Fall, wenn noch als vergilbter Form vorhanden. Nach vergilbter Form, vielleicht telefonisch mal geändert. Also ja, am Ende hilft nur Versuch und Irrtum. Ja, also wir sind jetzt auch auf den Trichter gekommen, nicht mehr letzte Rechnung, sondern Vertrag. Wenn es beim Kunden so gut organisiert ist. Genau. Jetzt haben wir also hier die Möglichkeit, mit den Daten, die wir bisher angelegt haben, auch die Nummer bei NVIDIA-Tel zu schalten. Wir könnten einfach hier also den Vertrag bei NVIDIA-Tel anlegen. Wer die Schnittstelle schon nutzt, die Übersetzung, die deutsche, die ist dann im nächsten Release hoffentlich drin, ist gerade in Arbeit. Ich könnte mit dem Vertrag in dem Fall also auch mehrere Nummern auf einen Rutsch anlegen, die allerdings vom gleichen Typ sein müssen, also Portierung ja, nein und das Aktivierungsdatum muss übereinstimmen. Ich aktiviere jetzt diese Nummer. Hier kann man nochmal schauen, das sind also die Daten, die zur NVIDIA geschickt werden. Einfach mal drüber fliegen und dann kann man die abschicken. Okay. Das ist jetzt eine Fehlermeldung, die von der NVIDIA zurückkommt. Ich habe also eine zu lange Rufnummer vergeben. Der Vorführeffekt. Würde die also hier noch schnell anpassen. Genau, also erfolgreich angelegt und bei NVIDIA-Tel entsteht dann oder wird dann ein Auftrag erzeugt, den wir jetzt hier unten auch sehen können. Das sind also alle Aufträge, die für diese Rufnummer bekannt sind und durch einen einfachen Klick hier unten drauf kann man den aktuellen Status abholen dieses Auftrags, also den Bearbeitungsstand bei der NVIDIA-Tel und man sieht, der ist aktuell in Bearbeitung. Wird sich dann im Laufe der Zeit hoffentlich dann ändern zu erfolgreich erledigt. Auch hier nochmal diesen Auftrag im Detail anzuschauen. Ganz wichtig ist, wenn sich das Datum ändert, gerade bei einer Portierung. Ja, ich würde es gerne nächste Woche schalten, aber der Kunde ist an den Altvertrag gebunden bis Mitte September. Dann ändert sich hier das Auftragsdatum auf diesen Zieltermin. Und den müsste ich natürlich dann gegebenenfalls ändern wieder. Einerseits in meinem Posten, dass die Abrechnung auch erst ab dem Tag erfolgt, zu dem die Nummer geschalten wird. Und auch im Aktivierungsdatum hier im Phone Number Management, dass die Nummer auch dann erst wieder auf das MDR provisioniert wird, wenn sie funktioniert. Durch Auslösen dieses Auftrags haben wir auch einen Vertrag bei der NVIDIA angelegt und können auch den hier hole die NVIDIA-Tel-Verträge für diesen Kunden, auch dazu dann die Informationen abrufen. Das passiert auch einmal nächtlich, also der Auftragsstatus und der Vertragsstatus wird auch einmal in der Nacht abgerufen. Wäre nur, wenn Sie neugierig sind, ob sich schon was getan hat, können Sie dann hier aktualisieren.
Gut, und ein letztes Wort noch. Wer die Schnittstelle zum ersten Mal sieht, wundert sich vielleicht hier oben drüber über dieses rote Kreuz. Hier versuchen wir einfach rauszukriegen, welche Aufträge haben jetzt den aktuellen Stand erreicht in der Bearbeitung bei Enviatel, dass wir als nächstes eine Aktion machen müssen. Ja, sei es, dass es irgendwo, Sie sehen es hier, warte auf Portierungserklärung. Hier müssten wir natürlich tunlichst noch eine hinschicken, dass das vorwärts geht. Aber auch wenn das Aktivierungsdatum feststeht, taucht dieser Auftrag hier auf, dass Sie einfach vergleichen können, passt das mit meinen Einstellungen zusammen. Sie können natürlich dann das als gelöst markieren, wenn Sie es erledigt haben, und dann fällt es oben aus der Ansicht raus und können hier auf alle Aufträge, die im System drin stecken, umschalten. Das in aller Kürze und Knappheit zu dem Prozess, eine Rufnummer anzulegen, insbesondere bei der Envia. Wenn es dazu jetzt noch Fragen gibt, Envia-spezifisch beispielsweise, würde ich Sie bitten, dass Sie dann einfach im Anschluss zu mir kommen. Da können wir dann gerne nochmal sprechen. Es betrifft jetzt nicht alle, deswegen würde ich das an der Stelle nicht öffnen. Ja, wo wir gerade bei der Telefonie waren, bleiben wir auch bezüglich Monitoring dort. Das Szenario ist jetzt also meinetwegen, wir haben einen Kunden, der ruft uns an und sagt, irgendwas funktioniert mit seinem System nicht. Und unsere Erfahrung ist in der Regel, wenn die HF schlecht ist oder irgendwelche andere Probleme, merken die Kunden das in der Regel zuerst bei der Telefonie, weil Telefonie als kritischer Echtzeitservice, da merkt man halt jeden Paketverlust und jedes, vor allem Jitter merkt man auch. Also Jitter ist die Veränderung von Paketversatz oder Delay sozusagen. Und deswegen war es uns halt auch wichtig, als einer der wichtigen Geschichten die Telefoniedaten auch zu monitoren. Und kurz, um das einordnen zu können, es geht also nicht darum, wir gucken sozusagen nicht in die Telefonie selbst rein, also wir gucken uns nicht die Audiodaten an, sondern es ist so eine Art, wir gucken sozusagen nur auf den Paketumschlag und können eben über diese Metadaten sozusagen gewisse Kenndaten ermitteln. Das wäre zunächst mal der Paketverlust oder eben auch dieser sogenannte Jitter. Dazu würde ich jetzt nochmal in das Produktivsystem gehen bei uns. Das können wir für Sie, also grundsätzlich ist das erstmal nicht eingerichtet, aber das lässt sich auf jeden Fall einrichten, wenn Sie das verwenden möchten. Momentan haben wir ungefähr 130.000 Anrufe innerhalb von 14 Tagen. Und selbst mit dieser großen Anzahl von Anrufen skaliert das System immer noch sehr gut. Und ja, also der Server, auf dem das läuft, der hat ungefähr 7% CPU-Auslastung mit den ganzen Telefonaten. Insofern ist da auf jeden Fall noch Platz nach oben. Wir würden uns jetzt mal einen Kunden raussuchen, der entsprechend Telefonie Gespräche geführt hat. Das ist wiederum einer unserer Kunden, beziehungsweise einfach ein Testmodem, über das wir Telefone geführt haben. Und wenn wir hier in das entsprechende MTA gehen und dann auf den Port mit der Telefonnummer, dann können Sie hier oben sehen, da waren wir ja gerade eben, haben wir hier oben so einen Monitoring-Tab. Und wenn wir hier drauf gehen, dann sehen wir hier die Telefonate der letzten 14 Tage. Wir löschen die automatisch nach 14 Tagen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass man diese Telefondaten auch anonymisiert, dass man meinetwegen die letzten X Stellen halt einfach rauslöscht, um entsprechend datenschutzkonform zu sein. Und Sie sehen, die sind erstmal alle grün. Das heißt, es ist also kein Problem gewesen, aber wir können uns die natürlich noch genauer anschauen. Wenn wir hier draufklicken und hier sehen wir jetzt eben die Kenndaten zu dem Telefonat. Wir sehen also, wann das Telefonat geführt wurde. Am 13.05. Von 14.50 Uhr bis 14.55 Uhr, also schätzungsweise oder ungefähr 5 Minuten. Und das Wichtigste eigentlich hier ist dieser MOS-Wert. MOS heißt Mean Opinion Score. Genau, der geht von 1 bis 5, beziehungsweise bei der Implementierung geht er nur bis 4,5. Aber das liegt einfach an der Software. Und der sagt Ihnen sozusagen, wie gut ist das Gespräch gewesen über die 5 Minuten. In dem Fall ist es halt der maximale Wert, weil wir eben auch sehen können, der Paketverlust ist mit 0,05% sehr gering. Wir haben einen Jitter von 1,3 Millisekunden. Das ist also auch relativ gering. Insofern normalerweise, man kann bis 2,5% Paketverlust, ist das noch einigermaßen gut verständlich.
und auch bis im Jitter von 25 Millisekunden kann man das System noch gut bedienen oder man kann es einfach noch gut verstehen. Und hier unten haben wir dann noch, also im Grunde reicht eigentlich diese Information, aber wenn Sie halt noch genauere Informationen haben wollen, dann haben wir hier die beiden Telefonatrichtungen, einmal von dem Anrufenden zum Angerufenen, das ist die Nummer von dem Anrufenden, die Domain, dann entsprechend die MOS-Werte mit verschiedenen Jitter-Buffern. Wir sehen die ganzen empfangenen Pakete und 8 davon sind verloren gegangen, dementsprechend eben ein Paketverlust von 0,05%. Und wir haben dann noch eine genauere Aufschlüsselung, ob einfacher Paketverlust war, sprich ob nur ein Paket irgendwann mal verloren war oder ob jetzt mehrere Pakete hintereinander verloren gegangen sind. Was natürlich auch wichtig ist, ein Paket kann man mal verschmerzen, aber wenn jetzt meinetwegen 20, 30 Pakete am Stück weg sind, dann hackt das Gespräch einfach und man hört sein Gegenüber nicht mehr. Und dasselbe haben wir hier unten auch nochmal in die Gegenrichtung entsprechend. Und hier haben wir sogar nur 3 verlorene Pakete und noch einen geringeren Paketverlust. Das also so grundlegend zu dem Telefonmonitoring, was wir anbieten. Gut, dann gehen wir zu dem anderen Monitoring, also beziehungsweise eben jetzt bezüglich des Modems und so weiter. Das haben wir ja auch teilweise schon gesehen. Wir würden jetzt also wieder in unser Kopfstellenmodem gehen und hatten ja bereits vor uns gesehen, das hat eine öffentliche CPE. Wir schauen uns jetzt erstmal die Gesundheit sozusagen des Modems selber an. Und das können wir über diesen Analyse-Tab hier oben machen. Und jetzt sehen wir, zunächst mal haben wir hier eine Zusammenfassung. Sie können also sehen, Internetzugriff und Telefonie ist freigeschaltet. Sie sehen, dass das Modem online ist. Sie sehen auch, dass es entsprechend anpingbar war. Wir haben 0 Paketverlust, also wir haben 5 Pakete geschickt und 5 empfangen, entsprechend kein Paketverlust. Das waren jetzt natürlich nur 5 Pakete, ist also noch nicht so eine große Last. Um jetzt noch mehr Last zu erzeugen, können Sie hier oben auf Flatping gehen. Und da schicken wir sozusagen sehr viele Pakete zur selben Zeit raus. Und da können Sie auch entsprechend die Last noch auswählen. Entweder 500 kleine Pakete oder im größten Fall 2.500 Pakete mit entsprechend großer Größe. Ich würde jetzt mal auf einfach die kleine Last gehen. Und das dauert jetzt entsprechend ein paar Sekunden, weil das Modem natürlich auf die 500 Pakete antworten muss. Und dann werden wir sehen, dass wir die 500 Pakete verschickt haben und auch 500 Pakete bekommen haben. Entsprechend 0 Paketverlust. Sieht also sehr gut aus. Ist auch nicht besonders verwunderlich, weil das Modem halt direkt in der Kopfstelle an der CMTS hängt. Dementsprechend werden Sie sehen, dass die Werte auch traumhaft sind oder ziemlich gut sind. Jetzt haben wir hier eben die Echtzeitwerte. Wir sehen, und die werden halt, wenn Sie die Seite öffnen, werden diese automatisch von dem Modem bezogen. Wir sehen also, wir haben hier ein TC 7200 von Technicolor. Wir haben den Firmware-Stand, können Sie einsehen. Sie sehen, wie lange das Modem online ist. Das ist DOCSIS 3.0 unterstützt. Und Sie sehen auch die CMTS, hinter der sich das Modem befindet. Dann haben wir die Aufschlüsselung über die Kanäle, die das Modem benutzt. Wir sehen also, wir haben eine 8x4-Konfiguration, 8 Downstream, 4 Upstream-Kanäle. Wir sehen die Frequenzen, auf denen sich das Modem eingebucht hat. Auch hier können wir wieder sortieren nach den Frequenzen, wenn wir das so möchten. Oder wir können auch nach Mikroreflexion oder was auch immer sortieren. Wir sehen die Modulationsart, in dem Fall PAM64. Wir sehen den Pegel, der ankommt bei dem Modem. Wir sehen das MER oder das SNR im Grunde in Vorwärtsrichtung. Und wir sehen auch die Mikroreflexion. Je größer dieser Wert ist, desto besser ist es. Die Mikroreflexionen sind ein erster Indikator, der uns vielleicht sagen kann, okay, unser Netz an einer gewissen Stelle hat vielleicht Probleme. Wir haben vielleicht irgendwo eine Störstelle, vielleicht einen Knick im Kabel, wo eine Impedanz sich ändert des Kabels oder vielleicht ist Wasser ins Kabel reingelaufen. Und dann kann es eben zur Reflexion kommen, wenn eine Impedanzwechsel im Kabel stattfindet. Und so können wir vielleicht schon mal sehen, wenn das vielleicht mehrere Modems in einem Umkreis denselben Wert haben, ist vielleicht irgendwo in Richtung CMTS ein Problem. Wir stellen das natürlich auch grafisch dar und farbig dar, sodass jemand, der sich vielleicht mit den Werten nicht so gut auskennt, schon einen Überblick hat, ob die Werte gut sind oder nicht. Dann haben wir hier in Upstream-Richtung natürlich genau wieder die Frequenzen, die Modulation, die Kanalbreite, in dem Fall 3,2 MHz. Wir haben den Pegel, der an der CMTS ankommt. Und wir sehen auch das SNR.
Hier entsprechend 2 Kanäle mit einem SNR von 27,7, was wir dann schon, zumindest wenn man Quam 64 fahren würde, schon als noch okay, aber vielleicht betrachtenswert oder da mal reinzuschauen, wäre sicherlich sinnvoll. Ab 24 dB wird es dann rot dargestellt. Gut, das sind also die Echtzeitwerte. Und jetzt kann es natürlich sein, dass die Werte sich über die Zeit ändern. Und das wollen wir ja auch wissen, ob sich was getan hat im Netz. Und das können wir dann unten entsprechend über unsere Diagramme tun. Da haben wir, wie Sie sehen können, 7 Diagramme. Zunächst mal eine Übersicht, wo Sie den Vorwärts-Rückwärts-Pegel und Vorwärts-Rückwärts-Leistung, SNR sehen können. Sie sehen also auch hier unten der minimale Wert des jeweiligen Wertes, der Durchschnitt, der maximale und der augenblickliche Wert. Diese Werte werden alle 5 Minuten ermittelt und dann entsprechend in das Diagramm eingetragen. Sie sehen hier in dem Übersichtsdiagramm vielleicht erstmal noch nicht so die Details, aber größere Sprünge, zum Beispiel im SNR, könnte man da schon ganz gut erkennen. Deswegen haben wir auch noch weitere, genauere Diagramme. Zunächst mal bezüglich des Vorwärtspegels. Und hier können Sie eben 3 Diagramme erkennen. Und das sind 3 Diagramme, weil wir ja gesehen haben, wir haben ein DOCSIS 3.0 Modem mit 8 Kanälen. Und in dem Diagramm stellen wir entsprechend da den besten, den schlechtesten und den Mittelwert aller Kanäle. Also der, wie auch immer man jetzt schlecht definieren will, der unterste, zumindest der Kanal mit dem untersten Pegel, hat einen Wert von ungefähr 10 oder 9,9 Minimum. Der höchste Wert liegt bei 10,7 und der durchschnittliche Wert bei 10,2. Also ist alles ganz gut. Die sollten halt in der Regel auch möglichst nah beieinander liegen. Sonst würde das vielleicht darauf hinweisen, dass wir eine Dämpfung in höheren Frequenzen haben, was wir natürlich nicht unbedingt wollen. Oder halt eine Schräglage sozusagen im Netz. Dann sehen wir hier das SNR des Vorwärtskanals oder der Vorwärtskanäle. Wir sehen auch wieder unsere 3 Diagramme. Dann haben wir unsere Fehler, unsere DOCSIS-Errors. Das ist einmal der grüne Ausschlag wäre jetzt die korrigierbaren Fehler. Also vor 3 Tagen sind mal 400 korrigierbare Fehler in kurzer Zeit aufgetreten, warum auch immer. Dann haben wir noch die unkorrigierbaren Fehler und wir haben die T3, T4 Timeouts. Das sind sozusagen die, wenn sich das Modem mit der CMTS unterhält, wird ja eine Antwort innerhalb gewisser Zeiten erwartet und wenn dies eben nicht passiert, dann wird dieser Zähler hochgesetzt. Dann haben wir noch die Mikroreflexion, wie wir sie oben schon gesehen haben, eben auch wieder die 3 Werte und letztlich noch bezüglich des Rückkanals, der Pegel und des SNR. Wir können natürlich auch noch weiter reinzoomen, wenn wir genauere Informationen haben möchten. Sie können jetzt also hier einfach mit der Maus anklicken und dann hier einen Rahmen ziehen. Und jetzt sehen Sie eben entsprechend nur, theoretisch, genau, jetzt sehen Sie eben nur diesen Ausschnitt und entsprechend bei allen anderen Diagrammen ist es genauso. Und so können Sie vielleicht irgendwelche Korrelationen zwischen meinetwegen Rückwärtskanal und Errors ermitteln. Das können Sie natürlich auch wieder zurücksetzen oder auf irgendeinen Wert, den Sie möchten, zum Beispiel die letzten 2 Stunden. Und dann sehen Sie entsprechend die Diagramme in den letzten 2 Stunden. Okay, so viel zu den Diagrammen. Gehen wir jetzt auf die rechte Seite. Da haben wir hier noch zunächst mal unser Logfile. Wir sehen also, was hat das Modem in den letzten x Tagen mit unserem Provisioning-Server ausgehandelt. Wir können sehen, das letzte Mal ist heute früh um 1 was passiert und wir sehen, das Modem hat ein DHCP-Request gemacht, sprich das Modem hat sich die IP-Adresse, die es hat, wieder neu bezogen. Also wollte sich das quasi wieder reservieren, dass es kein anderes Modem diese IP-Adresse bekommt. Und wir können auch sehen, dass dieser Vorgang aller 12 Stunden, war es 13 Uhr gestern, dann war es um 1 gestern und dann wieder um 13 Uhr an dem Vortag. Das heißt, wir haben hier eine schöne Regelmäßigkeit und das heißt, unser Modem ist gesund oder die Verbindung zum Modem, so sollte es genau sein. Wenn sich das Modem neu startet, würden wir entsprechend sehen, dass natürlich außer der Ordnung Logfiles entstehen oder Log-Einträge. Und wir würden zum Beispiel sehen, auch wenn sich ein Modem ein neues
ein neues Firmware zum Beispiel zieht, ein Firmware-Update machen möchte. Das sehen wir alles hier drin. Zusätzlich haben wir zu dem Log noch unser Lease-File. Dort steht drin, was der DHCP-Server über das Modem weiß. Als es sozusagen eine IP-Adresse an das Modem vergeben hat, speichert der Server gewisse Daten. Und das wäre jetzt zum Beispiel die IP-Adresse hier oben. Und wir sehen auch, das Lease ist gültig seit 23 Uhr. Das ist jetzt vielleicht verwunderlich. Wir hatten ja hier gesagt, hier ist um 1, hier ist es 23 Uhr. Die Begründung ist, dass diese Werte in Weltzeit angegeben werden. Und wir sind ja gerade 2 Stunden sozusagen mit der Sommerzeit verrückt und dementsprechend 23 Uhr. Wir sehen auch die MAC-Adresse des Modems. Wir sehen, welchen Hostnamen das Modem hat. Darüber machen wir eben auch die IP-Auflösung von dem Modem, weil ich ja gesagt habe, wir vergeben immer dynamische IP-Adressen. Und wir sehen auch, über welche CMTS zum Beispiel, das kann man anhand von dieser Remote-ID, könnte man dann auch erkennen, über welche CMTS sozusagen die Anfrage stattgefunden hat. Beziehungsweise, das ist, glaube ich, diese Agent-ID hier unten. Darüber kann man die CMTS erkennen. Dann haben wir noch das Config-File, das haben wir ja bereits gesehen. Und letztlich haben wir noch ein Event-Log. Da brauchen Sie jetzt nicht erschreckt sein, wenn da viel rot ist. Die Modems tendieren dazu, relativ viele Warnungen und Off-Warnungen zu zeigen. Zum Beispiel, wenn hier mal ein T3-Timeout stattfindet, dann wird es halt sofort hinterlegt. In der Regel nutze ich zumindest das Event-Log, um zum Beispiel zu erkennen, ob Probleme mit der Provisionierung stattgefunden haben, wenn vielleicht irgendwelche Optionen gesetzt wurden, die das Modem nicht kennt. Oder aber beim Firmware-Update sieht man auch schön, dass das Modem eben jetzt beginnt, sich die Firmware zu ziehen. Und das wird eben auch dynamisch, oder wenn Sie die Seite öffnen, wird das halt auch direkt vom Modem geholt. So, und last but not least haben wir hier unten noch ein Spektrum. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Also zunächst mal, das Modem unterstützt das nicht. Das heißt, wenn wir hier draufklicken, sehen Sie, das Modem kann nicht erstellt werden. Wir können aber mal ins Demosystem gehen und da müssten wir eine Fritzbox haben und die sollte das eigentlich unterstützen. Das ist relativ neu, das Feature, also es kann sein, dass es noch ein bisschen buggy ist und wir arbeiten gerade noch daran, aber wir können uns das ja mal anschauen, ob das funktioniert. Das dauert jetzt einige Sekunden. Wir sagen sozusagen dem Modem, mess bitte von 150 MHz bis 900 MHz das Spektrum in 8 MHz Schritten und zeigen uns das Spektrum an und dann können Sie das eben hier sehen, beziehungsweise von 154 bis 866. Und Sie sehen eben jetzt, das ist ja nur unser Demosystem unten, da ist also keine anderen Frequenzen drauf, wir haben kein Fernsehen unten in unserem Keller, wo das eben steht. Und dementsprechend sehen Sie eben unsere 8 Kanäle, Downstream-Kanäle und Sie sehen die entsprechende Leistung. Das können wir auch mal vergleichen oben mit unseren Werten. Wir hatten ja von 306 bis 362 sind unsere Downstream-Kanäle und die sehen wir auch hier, 306 und bis zu 362. Und so können Sie eben auch schön dann Schräglagen beispielsweise erkennen oder Sie können sich mit verschiedenen Modems, die an verschiedenen Stellen in Ihrem Netz sind, die Spektren erstellen lassen und dann gucken, okay, ist vielleicht irgendwo auf dem Weg irgendwelche Probleme. Und so haben Sie quasi Ihren Spektrum-Analysator quasi im Modem eingebaut, zumindest in den neueren Modems. Und könnten dann natürlich, wenn Sie irgendwas geändert haben, erstellen Sie dann einfach das Spektrum neu, schauen halt, ob sich was geändert hat. Muss das unbedingt eine Fritzbox sein, weil die das Feature in sich in der Option auf der Oberfläche mithalten? Oder gibt es jetzt auch noch andere Varianten? Das ist unabhängig an sich von den Herstellern. Also das ist ein einheitlicher Standard. Und die neueren Modems, die so einen Full-Capture-Empfänger haben, die sozusagen das komplette empfangen können, die unterstützen das in der Regel jetzt auch schon. Gut, was wir hier noch sehen können, ist, dass wir hatten ja vor uns gesehen auf dem Dashboard, dass Telefonie-Internetzugriff freigeschalten ist. Was wir hier noch sehen können, ist, dass wir zwischenzeitlich ein neues Config-File erstellt haben, weil wir vielleicht irgendwie ein neues Config-File angelegt haben oder dem Modem ein neues Config-File gegeben haben. Und wir sehen, dass der letzte Download von dem Modem vor dem Erzeugen des aktuellen Config-Files stattgefunden hat. Und das heißt also, wir haben jetzt zwar auf unserem Server die neue Konfiguration, aber das Modem hat sich die neue Konfiguration noch nicht gezogen. Und das wäre also dann ein Hinweis, zu sagen, okay, vielleicht sollte ich das Modem mal neu starten, damit es auch die aktuelle Konfiguration eben hat. Okay, soviel zur Analyse des Modems selber. Dann haben wir natürlich noch die CPE-Analyse.
die ist nicht, gut, die ist in dem Fall leer. Dann gehen wir nochmal in unser Produktivsystem und schauen das uns hier mal an. Sie haben auch gesehen, in unserem Demosystem haben wir gar nicht diesen MTA-Tab hier. Das liegt einfach daran, dass kein MTA angelegt ist. Im Produktivsystem in dem Fall haben wir das aber, dementsprechend sehen wir alle Tabs. Und hier sehen wir eben wieder unseren Hostnamen, was wir vorhin schon gesehen haben. Wir sehen, ob das CPE erreichbar ist. Das ist nicht immer der Fall. Viele CPEs blocken ja auch den Zugriff und antworten einfach auf keine Pings. Und deswegen sagen wir, das CPE ist wahrscheinlich online. Es antwortet einfach nicht auf unsere Anfragen. Und wir sehen wiederum das Log. Haben hier auch wieder eine schöne Regelmäßigkeit. Letztes Mal um 1 heute früh, dann 13 Uhr am Vortag und 1 Uhr am Vortag und so weiter und so fort. Und wir sehen entsprechend auch wieder das Lease. Und hier sehen wir auch noch zusätzlich, okay, es ist eine öffentliche IP-Adresse und wir sehen jetzt die MAC-Adresse des CPEs und die dazugehörige MAC-Adresse des Modems. Okay. Gut, soviel zur Modem-Analyse. Jetzt würde ich nochmal übergehen zur Analyse der CMTS. Dazu wieder im Demosystem bzw. im Live-System gehen wir auf Provisionierung und dann CMTS. Hier sehen wir alle CMTS, die wir in unserem Netz haben. Wir gehen jetzt mal auf die größte, die wir haben. Das ist eine 10K von Cisco. Und wenn wir jetzt hier in die Analyse gehen, dann sehen Sie zunächst mal auch wieder einfach ein Test, ob das Modem, die CMTS online ist. Wir sehen die Sys-Description, wir sehen also, okay, es ist eine 10K. Wir haben die Version der 10K und wir wissen, wie lange die schon wieder online ist. Okay, das ist natürlich auch DOCSIS 3.0. Und hier sehen wir jetzt alle Upstream-Frequenzen, die CMTS anbietet. Und wir sehen die entsprechenden Cluster, die dazu gehört. Und wie Sie sehen können, manche Cluster sind nicht so optimal vom SNR. Und wie man sehen kann, ist halt wirklich relativ viel Information hier vorhanden und manchmal auch ein bisschen unübersichtlich. Gerade wenn es dann eben unten an die Diagramme geht, die wir natürlich auch haben für die CMTS. Dann haben wir hier, wie Sie sehen können, 10 Seiten mit Diagrammen. Und das wird dann halt durchaus unübersichtlich. Und man müsste dann halt suchen. Aber dafür haben wir noch eine Möglichkeit, die wir dann gleich sehen werden in unserem HFC-Modul. Genau. Dann würde ich sagen, wenn Sie dazu erstmal keine Fragen haben, gehen wir dann einfach direkt in das HFC-Modul weiter. Okay. Das haben wir hier auf dieser Seite. Das ist eben das mit diesen Netzen anlegen. Das können wir hier rüber machen. Und ich gehe jetzt einfach mal in unser größtes Netz. Und ich zoome hier mal ein bisschen raus, weil es schon deutlich größer ist. Und das ist sozusagen jetzt ein Überblick über unser Netz im Gesamten. Wenn Sie vielleicht das alte CMMS-System kennen, da gab es das überhaupt nicht. Und es war halt wirklich schwer einzuschätzen, wenn jetzt ein Teil des Netzes wegbricht oder ein Teil der Modems nicht mehr da sind, einzuschätzen, okay, wo ist jetzt der Fehler, wie ist der geografisch verteilt, liegt es vielleicht alles an einem Verstärker oder liegt es an irgendwas anderem. Und hier haben wir jetzt eben erstmal einen logischen Überblick über unser komplettes Netz und wissen, wenn alles grün ist, können wir uns erstmal entspannen, alles gut. Oder aber wir sehen jetzt vielleicht, okay, dieser Zweig ist jetzt hier alles komplett rot. Und dann müsste ich sagen, okay, dann wird wahrscheinlich das Problem irgendwo hier liegen. Das ist also erstmal ein logischer Blick über das Cluster an sich. Wir beginnen immer diese Diagramme mit einem Netzelement. Also das Element ist vom Typ Netz. Und wenn Sie so eins anlegen, taucht dann auch automatisch hier in der Leiste so ein neuer Eintrag ein. Dann haben wir in dem Fall jetzt einen Switch. Und an dem Switch ist dann unser CMTS angebunden und noch ein anderer Switch und noch ein IP-Schalter und USVs und solche Geschichten. Und Sie sehen, die sind alle grün. Das sind auch Echtzeitwerte, also die sind maximal 2 Minuten alt. Dafür nutzen wir im Hintergrund Isinga. Und Isinga pingt dann einfach die Geräte immer an und guckt dann eben, okay, ist das noch erreichbar? Und wenn die innerhalb, ich glaube, fünfmal innerhalb 5 Minuten eben nicht erreichbar sind, wird das Ding dann rot. Die können auch gelb sein, das heißt dann einfach, wir wissen es nicht, weil zum Beispiel keine IP-Adresse hinterlegt worden ist bei dem entsprechenden Element. Sie sehen auch hier noch einen grauen Kasten um dieses gesamte Element hier.
Ich mal ein bisschen rauszoomen. Hier dieser graue Kasten. Und der sagt nichts anderes als, alle diese Elemente befinden sich an derselben geografischen Stelle. Das ist also unsere Kopfstation. Und dann sehen Sie zum Beispiel hier, diese eine Node ist alleine an dieser Stelle, deswegen dieser graue Kasten. Und hier in dem Fall sind 2 Nodes an einem Kabel irgendwo am Straßenrand sozusagen. Und die sitzen in demselben Kasten und von denen gehen dann eben verschiedene Cluster aus. Gut, generell die rechteckigen Geschichten sind einfach Geräte irgendwelcher Natur, die halt per IP erreichbar sind. Diese Routen stellen Cluster dar. Das heißt, das CMTS oder die CMTS spannt halt mehrere Cluster auf. Und von hier bis hier, weil hier die Nodes sind, das ist sozusagen Glasverbund. Und ab da ist dann wieder HF oder Koaxkabel sozusagen. Und Sie sehen hier unten noch diese runden Elemente, die nennen wir Kullern. Das ist halt der Name, der intern sozusagen verwendet wird, oder Bubbles im Englischen. Und das sind einfach nur die Darstellung von der Anzahl der Modems, die sozusagen hinter diesem jeweiligen Element sich befinden. In dem Fall, wenn wir mal ein bisschen näher reinzoomen, beispielsweise hier würden direkt an dem Node EDK hängen 38 Modems. Davon sind 31 online. Eins davon ist in einem kritischen Zustand, sprich der Rückkanalpegel ist relativ hoch. Und der gesamte Rückkanalpegel über alle gemittelt ist 42 dB Millivolt. Entsprechend 102, wenn man dB Mikrovolt verwendet. Gut, das ist jetzt also die logische Übersicht. Jetzt wollen wir vielleicht nochmal die geografische Übersicht haben, wie sich das also sozusagen auf der Karte darstellt, die ganzen Elemente. Und da klicken wir dann entsprechend hier auf die Topografie. Das ist natürlich jetzt ein entsprechend großes Netz. Und unser KML ist ein bisschen kaputt, deswegen wird hier drauf dummerweise auf die 0, das müsste man mal fixen. Also das ist einfach nicht ein Problem des Systems, sondern ein Problem der KML, die da hinterlegt ist. Und wenn wir hier mal reinzoomen, wie gesagt, das ist unser komplettes Netz in Marienberg. Und hier sehen wir jetzt eben, hier ist unsere Kopfstation und das sind die verschiedenen Cluster, die eben aufgespannt werden. Und Sie sehen ja die Distanz, die dazwischen stattfindet, das ist also Glas, das dazwischen ist. Ich würde jetzt mal ein Teilcluster aussuchen, zum Beispiel Lauterbach bei uns. Jetzt sehen Sie also, das ist jetzt sozusagen ein Ausschnitt aus dem kompletten Zweig, den wir gerade gesehen haben. Ist jetzt reingezoomt nur dieser Cluster. Und wenn wir hier mal auf die Topografie gehen, wir haben also hier unsere Kopfstelle in Marienberg, dann geht Glas hier an diesen Node und von dem Node haben wir dann hier einen Verstärker und das sind alles andere einfach Verstärker, die steuerbar sind, die wir also IP-mäßig erreichen können und auch per SNMP fernsteuern können. Und wenn wir jetzt mal unser Diagramm, was wir gerade gesehen haben, daneben legen, dann sehen Sie, das war also unsere Kopfstelle, hier ist unser Node und dann haben wir 2 Verbindungen zu Verstärkern und wir haben selber so eine Bubble. Und das sehen wir hier in der Karte auch schön. Das ist also der Node. Der hat die Verbindung zu einem Verstärker, der sich hier befindet, zu dem zweiten Verstärker, der sich hier befindet. Und dann ist das hier unsere Bubble. Hier sind also unsere Kunden dahinter. Wir können hier auch draufklicken und uns anschauen, okay, wir haben da 7 Kunden dahinter, 6 davon sind online. Der durchschnittliche Rückwärtspegel ist 43,8. Und wenn wir das mal vergleichen, dann sehen wir hier, das sind genau dieselben Werte. Also so hat man auch schön den Vergleich zwischen dem EAD-Diagramm und eben unserer Topografie. Wir können jetzt, Sie sehen, oder die Frage könnte sich ja jetzt stellen, woher weiß das System, welche Modems hinter welchen Elementen stehen? Und das erreichen wir über diese gelben Flächen, die Sie hier sehen können. Wir können also hier Polygone einzeichnen und sagen, zum Beispiel dieses Polygon hier, beziehungsweise das müsste ich mal ändern, dieses Polygon und alles, was dort drin sich befindet, alle Modems, die sich da drin befinden, die werden automatisch diesem Element zugeordnet. Wir hatten früher, waren das noch keine Polygone, da hatten wir mehrere solche Rechtecke, die übereinander liegen, aber die waren dann teilweise übereinander und dann musste man irgendwelche Prioritäten und solche Geschichten machen. Das war also ziemlich umständlich. Insofern empfehlen wir halt, wenn das Netz ein bisschen komplizierter ist, halt mit diesen Polygonen zu arbeiten.
Und die kann man dann entsprechend, wenn man das editieren möchte, kann man die dann halt auch ändern oder eben neue Kanten einführen oder wie auch immer. Also das ist, dann würde man entsprechend wegklicken und dann würde man gefragt, möchten Sie das wirklich ändern? Ich möchte das jetzt nicht. Und dementsprechend laden wir wieder das alte. Genau. Und darüber können wir eben die Bubbles erstellen. Und wenn wir jetzt mal in eins genauer reingucken möchten, zum Beispiel hier in das letzte, das wird vielleicht das nostalgischste sein, weil das halt am weitesten weg ist von unserem Node, dann können wir uns hier eben alle Kunden, die sich in diesem Polygon befinden, anzeigen. Und sehen jetzt entsprechend alle Modems. Und zusätzlich haben wir, also generell würde das erstmal so aussehen. Da haben Sie also die Modems, Sie sehen die Modems, aber Sie wissen natürlich nicht, wie ist das HF-Netz verteilt. Und da kommt dann eben diese KML-Dateien hinzu, die können Sie selber erstellen, zum Beispiel mit Google Earth View kann man sich da so eine KML zusammenklicken und die könnte man dann bei uns im System hochladen und würde dann schön den Trassenverlauf von den Koax-Netzen sehen. Und wir sehen eben auch entsprechend, die Modems sind halt schön, wie man es erwarten würde, eben an dem Koax-Netz dran. Und jetzt wäre die Fehleranalyse relativ einfach. Beispielsweise dieser Teil ist hier jetzt rot, alle Modems sind offline. Dann würde man sagen, okay, es ist entweder dieser Verstärker hier, das ist also unser Verstärkersymbol für Verstärker, die nicht steuerbar sind, wo man also hingehen muss und selber dran drehen muss. Und wenn jetzt also dieser Teil weg wäre, könnte man sagen, okay, es ist jetzt entweder der Verstärker oder irgendwo auf dem Weg dahin ist vielleicht ein Bagger vorbeigefahren und hat da mal die Schaufel reingehauen. Und auch diese Werte sind maximal 5 Minuten alt. Sie sehen, wir schauen uns gerade den Rückkanalpegel an. Und Sie können jetzt auf die einzelnen Modems klicken und sehen dann auch erstmal die MAC-Adresse und den Kunden. Und Sie sehen auch erstmal natürlich, wo der sich befindet. Und hier ist dieser Wert vom Rückkanalpegel. Also wir haben jetzt hier 30 dB/mV im Rückkanal. Ist also gesund und dementsprechend grün. Hier hingegen haben wir was Gelbes. Und da können Sie sehen, das eine Modem ist offline, warum auch immer. Und das zweite hat einen Pegel von 51, was schon relativ hoch ist. Sie sehen auch, dass wir für eine Geolokalisation immer nur einen so einen Marker hinsetzen. Wenn jetzt aber meinetwegen ein Mehrfamilienhaus ist und jeder Kunde hat ein eigenes Modem, dann würden wir entsprechend die Zahl darüber sehen und sagen, okay, an dieser Stelle sind 2 Modems. Die Farbgebung generell, grün, wie gesagt, heißt alles in Ordnung. Gelb heißt, es wird tendenziell schlechter, aber ist noch okay. Dann haben wir noch Orange für, jetzt wird es wirklich kritisch. Und Rot ist dann offline. Das ist jetzt, wie gesagt, die Ansicht bezüglich des Rückkanalpegels. Wir können uns natürlich auch den Rückkanal SNR anschauen. Und dann ist das, wir hatten ja gesehen, vorher war hier alles grün. Hier sind 2 Modems, die jetzt gelb sind. Wir klicken auf den Wert, sehen, das SNR 26. Also bei QAM64 schon so langsam grenzwertig. Oder wir können uns natürlich auch den Vorwärtspegel und das Vorwärts-SNR anschauen. Das ist jetzt also der aktuelle Wert. Kann natürlich sein, dass wir uns auch für einen gewissen Zeitraum entscheiden wollen und da halt sehen, wie sich die Werte verändern. Das können wir zum Beispiel jetzt mal für dieses Cluster oder für diese Selektion hier unten tun. Da könnten wir jetzt so einen Rahmen ziehen und sagen, ich interessiere mich jetzt nur für diese Modems und sage dem System, bitte zeig mir mal alle diese Modems separat an. Und jetzt sind wir sozusagen noch mal tiefer reingezoomt und können jetzt bezüglich zum Beispiel des Rückkanal SNRs, können wir uns jetzt hier oben bei Diagramme auswählen, dass wir die Diagramme von diesen Modems in den letzten 3 Tagen erstmal sehen möchten. Und da haben wir erstmal natürlich die Übersicht, die wir vorhin schon gesehen haben, mit allen Werten. Und hier nochmal den detaillierteren Wert, weil wir ja den Rückkanal SNR ausgewählt hatten. Und hier sehen wir entsprechend auch mit der Adressauflösung, wo befindet sich das Modem und wie sind die Werte entsprechend dort. Ein Modem ist offline, aber schon länger, also das wird uns jetzt nicht jucken. Aber die anderen könnte man dann eben entsprechend sehen, hat sich hier vielleicht bei allen was getan. Und man kann auch sagen, okay, ich interessiere mich nicht für die letzten 3 Tage, sondern vielleicht für die letzten 3 Stunden. Und hätte jetzt nochmal eine detailliertere Ansicht des Diagramms. Und kann natürlich auch sagen, ich will nicht nur das US-SNR, ich will vielleicht US-Power sehen.
dann würde entsprechend das rechte Diagramm ausgetauscht werden. Oder aber, wenn man wirklich am Rechner sitzt und sich alles anzeigen lassen möchte, dann würde man jetzt hier entsprechend alle Diagramme auf einen Blick sehen, um vielleicht irgendwelche Korrelationen finden zu können. Okay. Genau, so viel dazu. Ich hatte ja vorhin erwähnt, bei Cacti, als wir die CMTS-Analyse gesehen hatten, da hatten wir ja gesehen, dass so sehr viele Diagramme für die ganzen Cluster angezeigt worden sind. Und hatte gesagt, es wird tendenziell unübersichtlich. Und was wir eben jetzt auch können, ist, dass wir sagen, wir möchten bitte nur die Diagramme angezeigt haben, die wirklich zu dem Cluster gehören. Wir waren ja vor uns bei Lauterbach und können jetzt hier entsprechend auf die Diagramme klicken. Und jetzt sehen wir eben die CMTS-Diagramme, die wirklich nur zu dem Cluster gehören. Also wir haben jetzt, dieser Cluster hat 16 Vorwärtskanäle und 8 Rückwärtskanäle. Und dementsprechend sehen wir auch den Downstream 1 bis Downstream 16. Und dann fangen unten die Upstream-Kanäle entsprechend 8 an. Generell zu den Diagrammen. Im Vorwärts zeichnen wir nur die Datenrate auf, also wie viel Mbit pro Sekunde war zu dem und dem Zeitpunkt unterwegs. Wir sehen auch, ob die CMTS ordentlich das Load Balancing macht, sprich ob die Auslastung auf allen Kanälen ähnlich ist. Wir sehen im Peak so 25 Mbit überall eigentlich, also es sieht aus, als würde die CMTS die Modems auch entsprechend umswitchen oder halt die Kanäle ordentlich nutzen, sozusagen, dass alle gut ausgelastet sind. Und wir haben ja QAM 64, das heißt, wir haben so um die 35 Mbit, können wir pro Kanal übertragen und sehen also auch, sind wir jetzt schon am Limit oder müssten wir vielleicht wieder neu clustern oder neue Frequenzen einführen. Im Rückkanal sehen wir 3 Werte, die aufgezeichnet werden. Zunächst mal das SNR, dann sehen wir mit grün die Auslastung des Kanals in Prozent. Also momentan sehen wir ja, zu Stoßzeiten haben wir vielleicht eine Auslastung von 15% oder hier mal 30% im Rückkanal. Also das sieht noch alles ganz gut aus. Und das letzte Diagramm, was wir sehen, oder den letzten Graphen, der rote hier unten, das ist in der Regel einfach nur eine Linie. Und das heißt, was ist die Regelung der CMTS, was erwartet die CMTS für einen Pegel, der bei ihr ankommt. Ja. Gut. Als letztes würde ich noch mal kurz auf das Dashboard gehen wollen und Ihnen zeigen, dass wir noch eine Zusammenfassung von diesen ganzen Elementen haben können. Und die haben wir hier unten. Hier sehen Sie also auf einen Blick, welche Dienste oder welche Netzelemente gestört sind. Wir haben jetzt zum Beispiel hier gewisse Elemente, zum Beispiel das ist ein VGP, also ein steuerbarer Verstärker. Und der antwortet gerade aus irgendeinem Grund nicht. Die Katrein TVMs, die verabschieden sich gerne mal. Ich weiß nicht, ob Sie das auch schon mitbekommen haben. Und melden sich dann einfach nicht mehr. Und das ist halt einer dieser Fälle. Und da wird dann eben entsprechend gewarnt, wenn das System oder das Element einfach nicht mehr erreichbar ist. Und wir sehen auch, seit wann das der Fall ist. Und zusätzlich, und diese Elemente sehen Sie dann eben auch in den Diagrammen entsprechend als rot. Also diese beiden zum Beispiel, das sind Richtfunkkunden von uns. Und hier würden Sie dann entsprechend auch sehen, dass zum Beispiel eins dieser Elemente ist eben dieses MDT. Und da müssen Sie eben nicht alle Diagramme durchklicken und gucken, wo ist es rot, sondern Sie gehen einfach mal aufs Dashboard und haben dort eine Zusammenfassung, was sozusagen Probleme bereiten könnte. Und dann haben wir auf der rechten Seite noch die gestörten Dienste. Was haben wir da? Zunächst mal, wenn wir ganz runter gehen, einfach nur eine Warnung, dass Updates mal wieder eingespielt werden sollten auf dem Provisioning-System. Wir haben also 50 Software-Updates, die einzuspielen wären. Die sind aber nicht kritisch, weil Sie können sehen, insgesamt 50 und 0 davon sind sicherheitsrelevant. Insofern kann man sich da auch noch Zeit lassen. Aber natürlich sollte man peu à peu immer mal wieder Updates einspielen. Dann haben wir einfach nur Warnung bei gewissen VGBs, dass die an ihr Regellimit angestoßen sind. Das heißt, wir können hier auch auf unsere Controlling-Seite gehen und haben jetzt hier entsprechend diese Übersicht für unseren VGP. Sehen halt die Version,
in welchem Zustand oder in welchem Steuerungszustand das ist. Wir sehen die Spannung, den Strom. Und hier unten haben wir eben die ganzen Sachen, die wir sozusagen in unserem VGP einstellen können. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir haben so einen Ingress-Control-Switch, wir haben irgendwie Störungen aus einem gewissen Netz und dann könnten wir entsprechend die Dämpfung aus dem Netz auf 46 stellen, damit sozusagen die Störung dort drin bleibt und nicht in unser komplettes Netz einstrahlt. Und diese Oberfläche, die haben wir zusammengebaut, aber die können auch Sie selber sich zusammenbauen. Sie müssten also einfach die OIDs herausfinden, über die das System sozusagen ansprechbar ist. Und dann können Sie auch die Bezeichnung hier können Sie anpassen und Sie können auch sagen, wo sich welches Element befinden soll. Und das sehen Sie, kann ich Ihnen mal kurz zeigen. Beziehungsweise müsste ich hier mal auf das Netzelement, auf diesen Typ gehen. Das ist eben ein VGB. Wir haben da schon auch gewisse Vorbereitungen getroffen, also für die ORAs von Katzrein und für die VGBs haben wir auch schon vorbereitet, eben diese Konfiguration, die wir dann auch bei Ihnen einspielen können. Und hier unten sehen wir eben, das sind erstmal die ganzen VGBs, die wir sozusagen bei uns im Netz haben. Und hier unten sind eben die OIDs, die wir brauchen, um die Informationen von dem VGB auszulesen. Die müsste dann eben der Hersteller entsprechend Ihnen mitteilen, welche OIDs das sind. Und die könnte man dann hier hinzufügen. Und dann sagt man eben auch, okay, der nennt sich, der soll und so, also dieser Wert soll auf der Oberfläche mit diesem Namen bezeichnet werden. Das kann man natürlich deutsch machen oder wie man das möchte. Und wir sagen auch, wo in dieser Tabelle soll er sich befinden, anstelle Zeile 1, Spalte 2. Und so können Sie sich das eben komplett frei zusammenbauen, wie Sie möchten. Solange das System eben per SNMP erreichbar ist und die Werte per SNMP zu ermitteln sind, können wir das halt abbilden in unserem System. Das letzte, was ich Ihnen noch zeigen möchte, auch nochmal zu dem Cluster Lauterbach. Da haben wir auch so ein Controlling-View hier. Und hier sehen Sie einfach, das ist auch sozusagen zusammengebaut über unsere Generik. Und hier sehen Sie einfach nochmal alle Downstream- und Upstream-Kanäle. Sie sehen die Frequenz, die Breite, die Modulationsart und so weiter. Und Sie sehen auch hier unten, das ist jetzt der Rückkanal, die 8 Rückkanäle, die wir haben. Das sind Live-Daten, die werden alle 5 bis 10 Sekunden aktualisiert. Sie sehen der Pegel, der bei der CMDS ankommen soll. Sie sehen die Frequenzen, Sie sehen die korrigierbaren und unkorrigierbaren Fehler. Sie sehen die Modems, die auf dem jeweiligen Kanal oder auf jedem jeweiligen Rückkanal eingebucht sind und die Modulationsprofile und die Kanalbreiten. Ein kleines Feature noch, das hängt natürlich von Ihrer Konfiguration ab. Wir haben bei uns in der Regel für jedes Cluster so einen Rückkanalmonitor, wo wir eben sehen, wie das Rauschen zum Beispiel sich darstellt. Und wir haben diese Rückkanalmonitore mit IP-Geräten verbunden, dass wir sozusagen das Videosignal digitalisieren und dann per IP erreichbar machen. Und dann kann man hier oben, wenn man das entsprechend hinterlegt, kann man hier auf View klicken, dann öffnet sich der VLC und dann können Sie sehen, wenn das Internet hier gut genug ist, wir werden es sehen, das funktioniert. Genau, dann haben wir jetzt eben hier den Rückkanal und sehen den entsprechenden Rauschpegel und das sind unsere Rückkanäle. Entsprechend, wenn halt Aktivität ist, sehen wir halt dann den Peak. Wie gesagt, das müssen Sie sozusagen den Rückkanal bei sich einbauen und dann entsprechend ein Gerät, das digitalisiert und halt per IP verfügbar macht. Und dann hinterlegen wir einfach den Link und dann können Sie das eben aus der Ferne sich anschauen. Gut, ich glaube, das wäre es soweit zum Monitoring und zum HFC. Generell noch lässt sich sagen, dass diese Tabelle, die wir auf dem Dashboard gesehen haben, das hier, lässt sich auch per Handy-App abrufen. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt ein Problem ist, dann würde das Handy das immer abfragen und wenn es dann halt ein Problem kommt, dann würde es halt klingeln oder vibrieren, um eben zu sagen, okay, Sie sollten sich das vielleicht mal anschauen. Also eine Alarmierung entsprechend haben wir auch. Das kann man natürlich auch per E-Mail machen, wenn man das möchte, aber auf dem Handy ist es immer ein bisschen direkter noch. So viel erstmal zum Thema Monitoring. Dann wird man jetzt noch zum Billing was dazu sagen. Da würde ich wieder an Patrick übergeben.
Genau. Nun müssen Sie alle Geld verdienen mit dem System. Schauen wir uns jetzt also an, wie das funktioniert, wie Sie also Ihre Dienste gegen Ihre Kunden abrechnen können. Dazu ist generell ein bisschen mehr Vorarbeit natürlich nötig. Wir müssen im Hintergrund erstmal alles anlegen, was wir für die Abrechnung tatsächlich brauchen. Ich würde das jetzt einfach der Reihe nach mal durchklicken, so wie man das typischerweise dann anlegen würde. Das beginnt also tatsächlich ganz unten mit dem Unternehmen, das sozusagen die Abrechnung durchführen wird. Können Sie dann einfach hier anlegen, würden die entsprechenden Felder ausfüllen und viele von den Feldern werden dann nachgenutzt, beispielsweise auf der Rechnung mit eingeblendet, um den Kopf sauber zu bauen, um die Fußzeile sauber zu bauen. Ja, also solche Sachen wie Registergericht und Ihre Bankverbindung und dergleichen wird dann automatisch mit auf die Rechnung mit aufgedruckt, wenn es hier sauber eingetragen ist. Sie können ja auch ein Logo hochladen, was dann sozusagen in der Kopfzeile mit eingeblendet wird. Und generell die Erzeugung der PDFs basiert bei uns auf LaTeX. Sie können also LaTeX-Templates hochladen, dort entsprechende Platzhalter vorsehen und dann wird es aus der Datenbank beim Zusammenbauen jeweils live gefüllt. Es gibt für die Fälle, wo derartige PDFs erzeugt werden, immer schon ein Default-Template im System. Das wird bei der Installation mit ausgerollt. Sie haben also erstmal schon einen Punkt zum Anfang und was funktioniert, könnt das natürlich beliebig selber anpassen, erweitern, je nach Kenntnislage. LaTeX wird vielleicht nicht ganz verbreitet sein, aber Sie können auch auf uns zukommen und wir können Ihnen da auch Unterstützung anbieten an der Stelle. Ist einfach sehr flexibel in der Handhabung für uns und deswegen haben wir uns für diesen Weg entschieden. Ja, Sie können hier also dann auch eigene Vorlagen mit hochladen. Mit dem Unternehmen verknüpft sind dann ein oder mehrere SEPA-Konten, auf die Sie dann einziehen oder auf die Konten, auf die die Kunden dann überweisen sollen. Müssten Sie einfach dann hier mit dem Plus anlegen. Hier entsprechend wieder ausfüllen. Auch das wird natürlich für die Rechnungs-PDF mit nachgenutzt. Ja, also hier gerade diese Texte. Was steht denn, wenn ein positiver SEPA-Betrag irgendwo ist? Und auch hier diese Templates wieder entsprechend für die Rechnung und für die Einzelverbindungsnachweise. An diese SEPA-Konten können Sie dann Kostenstellen verknüpfen. Beispielsweise Kostenstellen für Internet und Telefonie und eine Kostenstelle für Antennen, also für TV-Dienste und dergleichen. Können Sie also an der Stelle splitten und das dann später nachnutzen, um die Zuordnung von Diensten oder von Kunden zu diesen Kostenstellen eben einfach machen zu können und transparent. Ja, was sehen wir hier? Die haben also einen Namen, sind mit dem SEPA-Konto verknüpft und immer hier hinten haben Sie eine kleine Hilfe. Also bei Sachen, die hier einmal im Jahr abgerechnet werden, können Sie hier einstellen, in welchem Monat das für diese Kostenstelle erfolgen soll. Generell werden diese Kostenstellen dann zunächst am Vertrag genutzt. Wir haben es vorhin gesehen, dass der Vertrag angelegt wurde. Heißt, der gesamte Vertrag und alles, was damit zusammenhängt, wird auf diese Kostenstelle gebucht. Dann können Sie an den Produkten, das schauen wir uns gleich noch an, ebenfalls Kostenstellen hinterlegen, wenn beispielsweise TV über eine andere Kostenstelle abgerechnet werden soll. Dann wird die Einstellung im Vertrag für das Produkt TV überschrieben. Und Sie können das noch fein granularer betreiben, wenn Sie dann das Produkt beim Kunden als Posten anlegen, können Sie in den Posten nochmal die Kostenstelle überschreiben. Und das würde dann sozusagen den Ausschlag geben und die Einstellung aus Vertrag und Produkt überschreiben an der Stelle. Gut, was haben wir noch? Wir können auch Verkäufer einrichten, also wenn Leute Ihnen Kunden bringen und Sie die dafür entsprechend belohnen möchten, können Sie hier noch Verkäufer eintragen, eine Provision hinterlegen, das wird dann automatisch mit rausgerechnet beim Rechnungslauf und können hier eintragen, für welche Produkte dieser Verkäufer Provision beziehen kann. Und hier sehen wir die Verträge, die diesem Verkäufer zugeordnet sind. Gut, dann schauen wir uns die Produkte an, also das, was Sie Ihrem Kunden anbieten möchten. Grundsätzlich haben diese Produkte erstmal einen Typ. Also wir haben Internet- und TV- und Webprodukte, können aber auch Geräte mit abrechnen, also das Modem mitverkaufen beispielsweise. Wir können Gutschriften machen für Verstärkerstrom. Ja, wenn der Kunde einen Verstärker im Keller hat und kriegt sein Stromgeld im Jahr einmal, können wir eine Gutschrift machen.
und das gleich mit auf die Rechnung drauf pappen und verrechnen mit dem Rest und sonstige, ja, was man sich halt noch so überlegen könnte. Gut, schauen wir mal so ein Internetprodukt an. Hat also immer einen Namen und der Name wird dann auch wieder auf die Rechnung mit aufgedruckt. Beim Internet dadurch noch die Datenrate mit hinterlegt. Wir haben es vorhin gesehen, steuert dann die Einstellung im Config-File und die Bandbreite, die dem Kunden zur Verfügung gestellt wird. Der Abrechnungszyklus, das wird monatlich berechnet. Und Sie können hier noch die Laufzeitinformation hinterlegen. Gut, und wenn es dann soweit ist, dass der nächste Rechnungslauf ansteht, irgendwann Anfang des Monats wahrscheinlich, dann können Sie den hier einfach anstoßen. Wenn Sie jetzt mit externen Telefonieprovidern zusammenarbeiten, HL.com oder Enviatel oder dergleichen, dann werden diese Einzelverbindungsnachweisinformationen erstmal vom Provider geholt und dann für uns aufbereitet, also dem entsprechenden Kunden die entsprechenden Gespräche zugeordnet. Passiert alles automatisch im Hintergrund. Sie können dann also jederzeit hier mit dem Plus einen neuen Abrechnungslauf erzeugen. Okay, können Sie nicht. Dann schauen wir uns das einfach hier mit dem alten mal an. Also mit dem Speichern würde dann hier so ein Fortschrittsbalken erscheinen, der also jetzt indiziert, was passiert gerade. Ja, also ich baue die Einzelverbindungsnachweise zusammen, erzeuge die Rechnungs-PDFs und dergleichen mehr. Am Ende erscheinen dann hier diese Daten. Also hier können Sie zum Beispiel die Rechnungen mal anschauen. Das ist jetzt ein großes PDF mit allen Rechnungen, die erzeugt worden sind. Und Sie sehen also auch hier die entsprechenden Posten wieder hinterlegt, für wann abgerechnet wurde, die Laufzeiten, spätestmöglicher Kündigungstermin und so weiter und so fort. Das eben alles aus diesen Templates mit erzeugt. Wenn Sie jetzt Kunden mit SEBA-Mandaten angelegt haben, also die den Einzug ermöglichen, dann würde ja auch diese SEBA-XML-Datei mit erzeugt werden, die Sie dann bei Ihrer Bank hochladen können, um den Einzug anzustoßen. Wenn Sie Verkäufer definiert haben, haben Sie dann hier die Liste noch, welcher Verkäufer welche Provisionen erhält und so weiter und so fort. Also eigentlich alle Informationen, die Sie brauchen. Wichtig ist noch dieser Bereich hier unten, die Logs. Da werden also irgendwelche Fehler möglicherweise auftauchen, also beispielsweise, wenn ein Gespräch keinem Kunden zugeordnet werden kann, taucht das hier mit auf als Information. Oder wenn es beim Bauen des PDFs irgendein Problem gab, steht dann dort, welche Datei betroffen war und Sie können dann nochmal genau reinschauen, woran hängt es denn jetzt. Also auf jeden Fall hier unten einen kritischen Blick immer mit drauf werfen. Ja, hier sehen Sie also Missing Companies Logo. Haben wir vergessen, ein Logo hochzuladen. Jetzt haben wir einen weißen Balken, also eine weiße Fläche bloß oben in unseren Rechnungen. Gut, wenn das alles zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert, können Sie hier das als geprüft markieren. Und wenn Sie das dann speichern, tauchen diese Rechnungen, also werden diese Rechnungen dann sichtbar für Ihre Kunden im Kundenzentrum und können dann dort runtergeladen werden. Gut. Dann wäre ich an der Stelle schon durch in aller Kürze. Wie gesagt, wenn es jetzt noch Fragen gibt, können wir noch kurz, ansonsten dann später. Gut, danke. Da sind wir eigentlich soweit erstmal durch mit den Grundlagen. Ich würde jetzt vielleicht in den letzten 5 Minuten oder 7 Minuten, die wir noch haben, noch mal kurz ansprechen, was sozusagen in dem letzten Jahr seit der letzten Konferenz passiert ist mit unserer Software, was so für neue Features sozusagen oder Bugs behoben worden sind. Und das wären also diese hier. Zunächst mal generell haben wir ja, wie Sie gesehen haben, können wir jetzt eine Warnung anzeigen, wenn ein Passwortwechsel nötig sein sollte. Unsere Datenbank wurden jetzt auf ein anderes Format umgestellt, sodass wir jetzt jegliche Sonderzeichen eintragen können. Also wenn Sie Hebräisch oder irgendwelche arabischen Schriftzeichen da eintragen möchten, ist das kein Problem. Ja, bitte? Die Enviatel-API akzeptiert aber nur Wechsel. Okay, also mit typografischen Anführungszeichen wird es sofort zurückgeworfen. Okay, das Kommentar nochmal für den Stream. Die Envia unterstützt das nicht, die API, dann kommen entsprechende Fehler. Aber theoretisch in unserem System kann man es zumindest hinterlegen.
Wir haben die Möglichkeit, gelöschte Elemente wiederherstellen zu können. Das kann ich Ihnen mal zeigen in unserem Demosystem. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Vertrag mich befinde und jetzt aus Versehen mein Modem löschen sollte. Das Löschen geht übrigens darüber, dass man hier anklickt und dann auf die Tonne klickt. Dann löscht man das Element. Und jetzt merke ich, das war ein Fehler, ich wollte das Modem gar nicht löschen. Dann kann ich entsprechend hier unter unserem globalen Menü, kann ich hier auf Logs gehen. Und da sehe ich, wer was in letzter Zeit getan hat. Also wir sehen sozusagen den Namen des Nutzers. Wir sehen, was der Nutzer gemacht hat, in welcher Tabelle und welche ID. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich habe hier gerade eben um 11:54 Uhr ein Modem gelöscht. Und da kann ich also jetzt hier draufklicken und sage, bitte stell mir mein Modem wieder her. Klick da jetzt drauf und bin da jetzt wieder in meinem Modem. Und wenn ich jetzt zurück in meinen Vertrag gehe, sehen Sie, okay, das Modem ist wieder da. Also wenn mal was schief geht, gibt es immer noch ein... Ist das für alle Nutzer dann, für alle Anwender sozusagen jetzt, oder Benutzer muss man ja fest definieren, oder nur für den reinen Admin-Bereich dann? Das können Sie festlegen, entsprechend wie die Rollen sind, aber wir haben es glaube ich so, dass nur der Admin das darf. Und wie lange, das ist glaube ich relativ lange. Also wir haben, die Datenbank wächst einfach an und das Log ist entsprechend da. Entsprechend, wenn wir auch Elemente löschen, dann werden die nur als gelöscht markiert in der Datenbank. Das heißt, wir haben die Daten an sich noch vorhanden. Das ist nicht gut. Genau. Dann haben wir auf unserem Dashboard solche Neuigkeiten und so einen Installationsguide. Den sehen Sie, wenn Sie das System das erste Mal erstellen. Sehen Sie Schritt für Schritt, was Sie machen müssen. Also CMTS anlegen, IP-Pools anlegen, Kostenstelle anlegen, SEPA-Account anlegen und diese ganzen Geschichten, da werden Sie sozusagen peu à peu durchgeführt. Durch die Installation oder durch die Konfiguration nach der Installation. Wir sehen das natürlich jetzt hier nicht, weil wir schon mit der Konfiguration fertig sind. Aber Sie haben hier eben jetzt diese erwähnte Neuigkeiten-Sektion, wo Sie dann eben sehen, wenn wir ein neues Release oder eine neue Version rausbringen, dann machen wir auch in der Regel, zumindest bei den größeren Releases, ein Video und dann können Sie sich eben anschauen, was passiert ist. Das ist alles bei uns auf dem YouTube-Kanal zu finden. Für Nutzer der API, wir bieten ja auch eine API an, damit externe Systeme bei uns Informationen updaten oder neue Informationen rein senden können. Haben wir jetzt zusätzlich, also die API kann prinzipiell erstmal alle Elemente oder alle Objekte ändern, erstellen und löschen. Zusätzlich haben wir jetzt noch hinzugefügt, dass man den Modem-Status sich über die API abrufen kann. Im Grunde das, was Sie quasi also in der Analyse-Seite gesehen haben, kann man auch per API abfragen. Und Sie können auch das Modem und das MPA neu starten über die API. Wir sind halt konstant natürlich dabei, wie Patrick auch schon sagte, die Übersetzung, die deutsche zu überarbeiten und zu verbessern und immer mehr englische, sagen wir mal, Textstrings sozusagen ins Deutsche zu übernehmen. Das ist wie gesagt ein Vorgang, der immer weiter voranschreitet, aber wird eben auch mit jedem Release besser und das ist halt im letzten Jahr auch deutlich besser geworden. Zusätzlich haben wir die spanische Übersetzung, die relativ kompatibel oder komplett ist und auch noch weitere, aber eigentlich ist Spanisch schon am meisten. Bezüglich Billing können wir jetzt den Rechnungsablauf, den Sie gesehen haben, den Patrick auch ausgeführt hat, den können wir jetzt auch pro Kostenstelle erledigen. Das können wir auch nochmal bei uns im Live-System sehen, wie das dann aussehen würde. Zum Beispiel der aktuelle Abrechnungslauf. Und dann sehen Sie eben hier haben wir diese Rechnung, haben wir jetzt eben einmal für diese Kostenstelle, für die nächste Kostenstelle, sodass wir da halt schön getrennt haben, weil die Kostenstellen das ja teilweise auch, man möchte ja nicht, dass eine Kostenstelle die Rechnung der anderen Kostenstelle zum Beispiel runterladen kann oder sehen kann. Wir haben eine Vertragsanalyse auf dem Dashboard, das hatte ich Ihnen vorhin noch unterschlagen. Das können wir uns mal im Demosystem angucken. Also wir haben sozusagen hier einen Graphen, wo wir sehen können, wie haben sich unsere Verträge über das letzte Jahr verändert, wie viele aktive Verträge im Allgemeinen und dann nochmal aufgeschlüsselt auf Internet, auf VoIP und auf gekoppelt Internet und VoIP. Wir haben hier noch eine Kundenübersicht über in den letzten 4 Wochen, was passiert ist. Sie sehen, in dieser Woche ist ein Vertrag im Demosystem hinzugekommen. Das ist natürlich nicht verwunderlich, das war eben der Vertrag, den wir vor uns angelegt haben.
Und wir haben es aber aufgeschlüsselt sozusagen auf Internet, VoIP, TV und sonstige. Und wir sehen halt auch den Saldo über alle Produkte sozusagen. Können das auch runterladen, falls Sie das irgendwie in Ihrem Excel brauchen, um da weitere Analysen zu tätigen, können Sie das auch exportieren. Und hier unten haben wir noch eine Einkommensübersicht, wo wir dann eben sehen, wie sich die Einkommen über die verschiedenen Produkte verteilen. Gibt es auch Schnittstellen, die Buchhaltung? Momentan CSV Excel. Das war, glaube ich, das Thema, was quasi im anderen Raum jetzt Billing eben, ja. Aber ja, müsste ich Sie dann mal an einen Kollegen verweisen. Das können wir vielleicht auch über Mittag dann mal klären. Wir haben eine Mindestproduktlaufzeit eingeführt, was Sie auch schon gesehen hatten. Sie können Rechnungen, die nur auf postalischen Wege, also die meisten Kunden wünschen ja keine postalische Rechnung, aber wenn jetzt Kunden das halt wünschen, dann können sie sich nur ausschließlich diese Rechnung zum Beispiel ausdrucken lassen oder exportieren lassen und die dann durch den Drucker schicken. Posten, die innerhalb eines Zeitraums angelegt worden sind, also zum Beispiel das Verstärkergeld, was wir vor uns hatten, das ja jährlich abgerechnet wird. Wenn jetzt der Kunde halbjährig zum Beispiel reinkommt oder hinzugefügt wird, dann könnte man sagen, okay, ich rechne ihm entsprechend auch nur anteilig ab, wie viel des Zeitraums er sozusagen aktiv war. Wenn man ein SEPA-Mandat anlegt, wird die BIC jetzt automatisch gesetzt anhand eben von der IBAN. Das hat auch immer mal zu Fehlern geführt und dementsprechend haben wir uns entschieden, die BIC jetzt automatisch vom System ausfüllen zu lassen. Das ist also so viel zum Billing an sich. Wenn es ums Provisioning geht, erlauben wir parallele Provisioning-Systeme. Das heißt, wenn wir sozusagen das CMS haben, parallel unser System und sozusagen im Übergang zwei parallele Systeme laufen haben, dann haben wir zumindest aus unserer Sicht, aus unserem System her, unterstützen wir das, mehrere parallel laufen lassen zu können. Zur Adress- oder Geokoordinatenermittlung, habe ich ja bereits gesagt, nutzen wir sowohl OpenStreetMap als auch Google. Die MTA-MAC-Adresse wird automatisch ausgefüllt bei Anlegen eines neuen MTAs. Wir zeigen veraltete Config-Files an, hatten wir auch schon gesehen, mit dieser gelben Warnung oben im Dashboard. Wir erlauben Rechenoperationen in den Platzhaltern, entsprechend mal 18%, was wir vor uns hatten, mal 0,1875. Und was wir auch unterstützen, ist der Import und der Export von Konfigurationsdateien. Das können wir uns auch noch mal kurz im Demosystem anschauen. Wir können hier zum Beispiel sagen, ich würde jetzt gerne mal alle Fritzbox-Konfigurationen und alle, die sich darunter befinden, würde ich gerne exportieren, weil ich die vielleicht mit einem anderen Netzbetreiber teilen möchte. Oder weil ich vielleicht ein zweites System habe, wo ich das wieder integrieren möchte. Und dann klicke ich hier auf das entsprechende Element und kann hier unten sagen exportieren. Und dann wird eine Textdatei einfach angelegt. Ich speichere jetzt mal bei mir hier rein. Und jetzt könnte ich diese wiederum importieren. Sie sehen ja, das endet hier mit diesem Base No BPI Konfigurationsdatei. Jetzt würden wir dieselbe Datei, die wir gerade heruntergeladen haben, nochmal hier unter dem letzten Punkt importieren. Und sehen jetzt, wir müssen natürlich noch einen Namen vergeben. Und wenn wir jetzt Speichern klicken und zurück in unseren Konfigurationsbaum gehen, dann sehen Sie jetzt, dass wir hier unten die ganzen Fritzbox-Geschichten importiert haben. Wir haben sie jetzt also zweimal sozusagen drin, einmal hier oben und hier unten ist das Exportierte. Und somit kann man halt schön, wenn man ein schönes Config-File hat, was vielleicht jemand anderes braucht, dann kann man das darüber eben exportieren und eben entsprechend mit den anderen Kunden teilen. Ich lösche die jetzt mal wieder alle. Gut, was haben wir noch? Wir sehen bei uns im Monitoring, wenn wir mal zum Beispiel bei uns im Produktivsystem auf das Dashboard gehen, dann können wir uns auch anzeigen, wie die Firmware-Verteilung der Modems sind. Also wir sehen erstmal, was für Modems haben wir überhaupt und wie ist die Firmware des jeweiligen Modems. Wir sehen also hier die ganzen Hersteller, die bei uns real im Netz sind und wir können hier hochklicken und dann sagen, okay, wir haben also 6490 und dann sehen wir die ganzen Firmwares, die wir real im Netz haben. Und wir sehen auch dahinter, wie viele Modems die jeweilige Firmware-Datei hat. Und wir können dann auch entsprechend auf den Eintrag klicken und sagen, okay, jetzt bitte zeig mir alle die Modems an, die und die Firmware-Datei haben. Und dann müsste man halt sagen, okay, das ist vielleicht ein altes Release, das möchte man nicht mehr einsetzen. Und dann könnte man halt sagen, okay, genau die Modems möchte ich bitte updaten. Gut,
Das mit dem Diagramm per Cluster habe ich Ihnen schon gezeigt. Das Modemspektrum haben wir schon gesehen. Wir können, wenn sich ein Ticketstatus ändert, wenn das zum Beispiel auf gelöst gestellt wurde oder auf in Bearbeitung, dann können wir E-Mail-Adressen hinterlegen und automatisch E-Mails verschicken, damit auch die Nutzer notifiziert werden. Und was jetzt aktuell läuft, ist gerade, dass wir unser Backup-Skript noch ein bisschen robuster gestalten. Wir wollen das Dashboard, was Sie hier gesehen haben, noch mal ein bisschen überarbeiten, weil das dauert mitunter schon ein bisschen länger, das zu laden, wie Sie sehen können. Und wir wollen jetzt sozusagen pro Modul ein Dashboard zeigen, damit die Nutzer, die sich halt wirklich nur für das eine Modul interessieren, auch nur die Informationen zu dem einen Modul sehen in einer schönen Übersicht. Bezüglich Modemabfrage hatten wir so ein bisschen Probleme, gerade bei 5.000, 10.000 Modems sind wir schon so ein bisschen an unserer Abfrage gestoßen an Grenzen. Wir hatten zum Beispiel bei uns dann irgendwann 150 Prozesse, die parallel liefen, nur um die Modems sozusagen abfragen zu können. Und weil wir innerhalb von 5 Minuten immer fertig werden müssen, weil wir ja pro 5 Minuten die Werte aufzeichnen. Da ist jetzt gerade Christian Schramm, der im Hintergrund, der schreibt da gerade seine Arbeit darüber und wir sind jetzt sozusagen dazu gekommen, währenddessen wir vorher 4,5 Minuten mit 150 Prozessen gebraucht haben, schaffen wir das jetzt mit einem Prozess in 20 Sekunden. Also wir haben ja wirklich eine riesen Verbesserung bekommen und haben jetzt deutlich höheres Wachstumspotenzial, halt, was die Anzahl der Modems angeht. Das letzte hatten wir ja schon, die Übersetzung des NVIDIA-Moduls läuft jetzt gerade. Und was noch irgendwann, ich weiß nicht, ob es im nächsten Release oder irgendwann später kommt, das automatische Erzeugen von Dokumenten. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen neuen Vertrag anlegt, dass dann automatisch eine PDF rausfällt, willkommen bei Ärztenet oder willkommen bei ISP so und so. Oder wenn man zum Beispiel, wenn der Kunde einen Vertrag löscht, dann könnte man eine PDF rauswerfen, von wegen, warum sind Sie unzufrieden oder wollen Sie nicht vielleicht doch noch bei uns bleiben? Und solche Geschichten, also bei gewissen Punkten sozusagen PDFs zu erstellen, das ist zumindest geplant. Rufnummer-Aktivierung, Deaktivierung. Rufnummer, genau. Rufnummer-Aktivierung, Rufnummer-Deaktivierung. Genau, das war es soweit zu unserem Vortrag. Ja, bitte. Auf dem Dashboard waren noch ein neue Modems, die sozusagen mit Störungen. Genau. Das sind Modems, zumindest momentan einfach, die einen relativ hohen Rückkanalpegel haben. Es ist also noch nicht eine besonders große Logik drin. Die wird vielleicht auch noch ausgebaut, aber da können Sie sich dann quasi auf der Karte alle Modems anzeigen lassen, die irgendwelche Schwellwerte, genau, die dann zu setzen sind. Genau. ZNR oder irgendwo upstream, downstream liegen. Genau. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, danke ich Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit und wünsche uns allen ein gutes Mittagessen.